Nicht zweimal. Hi und herzlich willkommen zu diesem Livestream der MetaConnect 2022. Eine Gemeinschaftsproduktion des Alternativen Realitäten Podcasts und des New VR Tech Talks. Ne, Marco? Ja, hallo zusammen. Ich freue mich sehr auf die MetaConnect und das mit euch allen zusammen. Das war eine coole Idee. Und genau, mit mir kommt natürlich noch Stergroff. Hallo Stergroff. Hallo Marco, hallo Niki, hallo Mo, hallo Sebastian. Jo. Hallöchen. Der Sammy, der schneidet gleich auch noch rein, genau, ja. Und dann gebe ich aber wieder zurück an uns, an die Alternativen Realitäten-Crew. Ja gut, wunderbar. Das Ganze wird live gestreamt, nicht nur auf MRTV und New VR Tech, sondern auch auf Gaming Lady Niki und auf MoFun VR. Mo, wie ist die Lage bei dir heute? Ich bin tatsächlich den ganzen Tag schon ganz schön nervös gewesen. Ich weiß nicht warum, es gibt keinen Grund, aber ich bin auch ein bisschen aufgeregt hier, was der Herr Zuckerhut uns zaubert. Der gute Zuckerberghut, ja, das wird auf jeden Fall spannend. Niki, wie ist es denn bei dir? Freust du dich auf die Connect? Bist du gespannt? Ja, definitiv bin ich gespannt. Ja, okay. Man hat ja so einige Erwartungen an das Headset und wir haben ja Wünsche, was wünschen wir uns? Und ich bin jetzt sehr gespannt, ob, sag ich mal, unsere Wünsche jetzt auch in Erfüllung gehen, weil wir haben ja letztens im Podcast schon drüber gerätselt und spekuliert, was das neue Headset so haben könnte und so weiter. Ja, und jetzt mal sehen, ob sich das bewahrheitet. Mal gucken. Ja, das wird auf jeden Fall super interessant. Wir werden es sehr bald wissen. Stagroff, ich habe noch nicht deine Vorhersage, ob die Quest Pro Displayport haben wird oder nicht. Was glaubst du? Nein. Nein, Okay. Ich hab euren Podcast gesehen und ich bin voll der Meinung von Mo. Also da kann ich mich komplett anschließen. Habe ich die ganze Zeit immer genickt, als er gesprochen hat. Es wäre für mich also ein Rückschritt also ich denke mal, Facebook oder Meta würde das als Rückschritt betrachten. Auch wenn dass man seinen Computer anschließt, seinen alten Computer quasi, naja. Ja. Was? Wie war das Wort? Seinen alten Computer. Mit die einer Kiste. RTX 4090. Natürlich wünschen wir uns das alle, aber es geht ja hier nicht. Wir sind ja nicht bei Wünsch dir was. Wir kriegen ja das, was sie bieten. Ja, das stimmt. Doch, Stagroff. Das stimmt. Da täuschst du dich. Wir sind heute bei Wünsch dir was. Du kannst loslegen. Wir werden alles dafür tun, deinen Wunsch zu erfüllen. Ja, deswegen, du hast jetzt nochmal die Chance, es dir zu wünschen. Was wünschst du dir vom Preis her für die Quest Pro? Es wird jetzt nochmal kurz an Menlo Park durchgegeben. Quest Pro, also dann würde ich ja sagen, deutlich unter $800. Okay, wir geben das kurz mal durch an Facebook, an Meta. Das wird schwierig, Nein, klar. Ja. Ich wollte... Marco, Ja, genau, einen heißen Tweet, um hier eure wirklich schlechten Vorhersagen hier aus dem Weg zu räumen. Und zwar, ich hasse ja Leaks, aber ich liebe Leaks, wenn sie sagen, dass die Quest Pro ein Displayport haben wird. Ja. Das sind die Leaks, die der Marco mag. Genau, alle richtig. anderen sind schlecht. So ist es. Ja, und Bradley Lynch hat ja hier eben im Juni gesagt, dass das wohl so sein soll. Hier gibt es nämlich in der Firmware wirklich Worte, Displayport und Display Stream Compression, was eben zu Displayport auch gehört, aufgrund der hohen Auflösung. Ja, und er sagt, it's safe to assume Displayport Alt Mode. Das ist nämlich das, was bezeichnet wird, wenn man den Displayport über einen USB-C-Anschluss schleift. Der soll hier wohl relativ sicher bei der Cambria, also der Quest Pro, zu vertreten sein. Okay, ja, dann bin ich mal gespannt. Übrigens, der Countdown auf der Facebook, auf der MetaConnect Livestream-Webseite hat begonnen. Ich zeige euch das mal. So sieht's aus. Lasst uns auch mal schon mal reinhören. Okay, Ich immer noch wollte die dasselbe. Gelegenheit nutzen, die Leute in meinem Stream-Chat herzlich zu begrüßen. Aber nicht einzeln diesmal. Ja, dafür lesen wir nachher wieder alle Namen vor. Genau. Nicht alle. Ja, ich begrüße auch jeder mal liest alle, Namen die vor. bei mir sind. In seinem Kanal. Oh mein Gott. Ja, ich habe mir vorhin schon vorgestellt, das wird gar nicht so einfach sein, den Chat zu verfolgen, weil man muss ja im Prinzip 4 Chats verfolgen, um so alles mitzukriegen. Aber also, wir haben ja hier rechts den Chat, wo alles ja, verbunden aber da wird. sieht man ja nicht, von wo wer Genau. kommt. Dann sieht Du man musst ja nur, dass er vom anderen Channel kommt,
Vom und anderen man Ufer. sieht aber nicht von welchem Channel. Also Leute, falls irgendwas Wichtiges noch ist, dann am besten nach dem Stream in die Kommentare schreiben oder so, weil das ist jetzt echt gerade so eine krasse Situation hier. Es Wir ist so sind spannend. ja auf mehreren Kanälen live mit dem gleichen Stream, aber jeder hat auch irgendwie seinen eigenen Chat und so. Es ist verrückt. Es ist geil, es ist echt Ist verrückt verrückt. und das macht Es Spaß. Das ist super echt cool. Spaß. Und 255 Leute schauen uns zu. Das ist doch mal Alle richtig zusammen, krass. trotzdem allein. Ja. 255 Oh. gucken geradezu. Ja, Was das ist ja auf deinem jetzt geht Kanal. hier was jetzt. los hier. Ich mach mal die Musik an, ja? Mach mal an, ja. Bei mir sind gerade 700. Ach nee, ist doch was anderes. Okay. Ich guck mal kurz, was man noch machen könnte. Man könnte es auch so machen. Ach, das ist doch... Ist euch das lieber? Schalt nochmal um. Ich finde das hier irgendwie nett, aber wenn dann noch Sammy kommt... das wird andere ist so. Wieder eng. Ich finde das Ich rechts fast finde es so übersichtlich. besser, aber es So ist ist doch auch gut, egal. oder? Wir können ja demokratisch abstimmen. Ja, okay. Ich bin für Also. diese Ansicht. Ich nicht. Ihr müsst jetzt eure Meinung sagen übrigens. Ja, ich guck gerade Diese noch. Ansicht, Also ich finde auch diese besser. Die? Eigentlich ist es egal, Hauptsache man sieht uns, oder? Also, steig rauf. Du kannst entscheiden jetzt. Ich wollte gerade die Entscheidung den Zuschauern, also eben, du kannst ja wieder so Ja, einen Poll machen ein- und sagen hier, Alter, waagerecht oder senkrecht. wegen Lobs hat gerade geschrieben, Komm, wir haben seitlich. 7 Ich Minuten weiß aber noch nicht, Zeit, aus die müssen welchem wir Chat das überbrücken. kommt. Genau. Blubs kann nur aus meinem Chat kommen. Okay. Ups. Aber man Ich weiß sieht es nicht, halt Lobs. nicht mehr, woher kommt. Aber das ist irgendwie, es ist so geil. Du kannst auch Kompliziert. einfach total hektisch hin und her schalten, das geht doch. Ja, genau. Und dann noch nebenbei reden, ne? Einfach jede Minute mache ich einfach mal diesen hier. Oh nein. So, also, Ich mach mal. hier ist nur der Mode-Chat, oder? Ja, genau. Ich mach Dexter, die Umfrage. ihr seht jetzt meinen Chat und ich werde auch den lesen und dort nachher reinschreiben. Ja, das ist mein Plan. Alle zusammen kann man nämlich nicht machen, das wird zu much. Das glaub ich. ist ganz schön viel, wenn man jetzt jeden Stream offen hat mit dem jeweiligen Chat. Also ich werde mich auch hauptsächlich auf meinen Chat konzentrieren und wenn noch was ist, dann Nein. will ich da antworten. Konzentriere dich auf die auf- Meta Connect. Ach so, stimmt. Die Leute sind doch wichtiger. So. Ich konzentriere mich auf alles. Ich bin froh, dass ich da bin jetzt. Keine Ahnung, warum das jetzt nicht geht. Ich kann keinen Poll machen. Ist egal. Aus. Das kannst du nicht, kein Fullscreen? Keine Umfrage. Ist egal. Wurscht. Ja, Ich komm. kann Lass mal so. kann Ist ich egal. eine machen? Ich kann eine machen bei mir. ja, super. Ach Leute, Oh lasst uns Gott, doch lieber ey. drüber Ja. sprechen, was wir erwarten. Also, glaubt GTA San Andreas. GTA San Andreas, sagt der Das Marco. wird sowas Okay. von nicht kommen. Ich sag, PS3. ich sag Beat Saber DLC, wisst ihr ja. Oh, das wird bestimmt irgendwas kommen, oder? Irgendwas Nee, das hauen wär sie doch noch raus. Geschmackt. Naja, es gibt auch regelmäßig ein neues Chapter für Walking Dead Saints and Sinners, für Pistol Whip Neukarten und für Beat Saber. Das ist Genau. doch schon mal gesetzt. Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube auch wirklich an die Controller, dass man die einzeln kaufen kann für die Quest 2, dass sie kompatibel sind. Das ist doch eine schöne Für realistische 300 Euro war das. Für Ne? 300 Euro, genau. Für 300 Dollar und dann bei uns 349 Euro. Was war das bei uns? Sind 700 Euro? Oder? Bei Ja, uns genau. 700 Euro. Ja, das sind meine Vorhersagen. Und Ich auf glaub, jeden Fall, Folgendes- ich glaube auch, dass wir den Cliffhanger sehen oder den Teaser für die Quest 3. Was glaubt ihr? Ah, das wäre interessant. Ja, ich glaube, Ich persönlich glaube aber, dass das Marc so ein bisschen verklemmt eingestehen wird, dass er sich eine PlayStation VR 2 vorbestellt hat und Ja, keiner steckt genau. drauf ein. Oh. Ja, nee, es wäre super interessant, ob sie irgendeine Art von Preview auf die Quest 3 machen. Ne? Es wäre Ja. vom Timing her vielleicht sogar ganz schön nötig für Meta, ne? Aber weiß man nicht. Der offizielle Facebook-Stream hat 2500 Live-Zuschauer nur. Wir haben 288. Das finde ich aber überraschend. Ja, ich sag dir warum. Weil niemand auf Facebook diese Show Ja, guckt. Jeder sucht alle gerade bei auf YouTube ihren dabei. Lieblings-YouTubern, ja genau. Wo siehst Bei du deine Zahl? Ich sehe meine Zahl Bei hier in Restream. Wird mir jetzt 301 angezeigt. Die Summe aller Leute ist das aber. Achso, das ist tatsächlich, Ah. genau, von all Aber- unseren Kanälen zusammen. Ja. Ah ja, Genau, okay. richtig. okay. Ah, ja. Okay. Nicht schlecht. Cool, cool. Ja. Leute, super. lasst uns die Zahl hochtreiben. Tschüss.
Teilt diesen Stream mit allen euren Heute schaffen wir Freunden. die 1000 Zuschauer. 1000 mindestens. Aber einige internationale Zuschauer haben, YouTuber haben mehr Zuschauer als Facebook selber. Okay, ja gut. Wer denn? Boah, hier Bradley ist schon nah dran, ne? Und Virtual Reality hier, Oasis. Okay. Oh Mann, ey. Wir gehen jetzt alle an den Start. Oh, jetzt geht hier mal eine scheiß Kamera aus. Ey, die Kamera ist... Wir haben nicht mal Sommer, da muss ja richtig heiß sein bei dir. Naja. Sebastian war zu heiß. Ja, ist nicht schlimm. Du hast doch noch deine andere da. Ich habe noch eine andere, ja, genau. die sieht aber so schlecht aus, aber... Ja, aber wir wollen dich doch sehen. Ja, okay, ich mach schon, bitte. Das muss ich jetzt drücken. Ach, hier. Die Glocke andrücken. Ja, die Glocke. Aber wir sind auf jeden Fall gut gelaunt, das ist doch schon mal herrlich. Ja, natürlich. So, Video, aha. Nachher eine Umfrage nach der anderen kicke ich hier raus. Yes, sir. Oh, du die erste war, seid ihr gut drauf? 96% ja. 96% ja. Die anderen 3 so. Ja, muss. Muss ja. Lass es uns einfach hinter uns. Ach so, ich habe ja auch noch meine Lieblingsseitenkamera. Die habe ich hier ganz vergessen. Oh nein. Warte, Was ist denn nicht mit dir? Die kann ich natürlich auch Leuchtet machen. es so? Warte mal. Hör mal, Gruß aus dem sonnigen Ruhrgebiet. Genau. Hör mal. Okay, die nächste Umfrage bei mir ist... Hallo. Jetzt musst du aber immer zur Seite gucken. ja, genau. Auch nicht so geil. Dann kannst du immer so in die Kamera Das ist nicht gut. Hallo, ich habe neue Infos. ja, hallo, die neuesten Infos sind... Nicht immer so ruckartig zur Seite drehen. Ja, komm, wir machen wieder die gute Logitech an hier. Da strahle ich. Es ist ja so schön hier im Ruhrgebiet, das wissen wir. So, okay. Deswegen strahlst du so. Ja. So, aktuelle Umfrage. Kommt was zu Quest 3? Bei meinem Kanal sagen momentan 52%? Nein. Also, ist ausgeglichen. 50-50 so. Die Erwartungen sind gesteckt, Herr Zuckerhut. So, ich habe das ein bisschen lauter gemacht jetzt. Ist das noch erträglich? Oh, es ist so... Oder? Ich habe ein bisschen leiser wieder. Drin, Ja. also. So? Müssen die Leute doch ich muss sagen, bei der ob Mucke die meditieren, das es tut mir leid. Wir müssen gleich Ja, mal hast du auch gucken, deine wenn da HTC Flow? jemand- Ihr lieben Mo. Zuschauer, wie ist das für Ich euch hab leider vom keinen. Ton her? Ist es zu laut, zu leise? Wir müssen gleich mal gucken, wenn die anfangen zu reden. Ja. Ja, genau. Ja, Leute, noch 45 Sekunden bis zur MetaConnect 2022. Hoffentlich geht das Ihr seid live pünktlich dabei los. bei dieser Eurovisionssendung hier. Eine Gemeinschaftsproduktion von ARD, ZDF, was gibt's noch? ORF, SFR, New VR Tech. Und ihr zahlt alle keine Rundfunkgebühren. Doch, ich schon. An uns, So. meine ich. Also ja, leider nicht. Einige schon. Die Patreon-Rundfunkgebühren. Oh. Super Texte. Horizon wird eingestampft, Quest 3 kostet $300 und San Andreas ist ab heute im Store. Ja, ich habe das schon durchgespielt. Gleich kommt bei mir das Review. Was? Ist gut? Ist gut? Es ist ziemlich gut. Okay, ist okay. MetaConnect. Gar kein so schlechtes 3D-Motion-Design, muss ich sagen. Echt okayisch. Hätte ich auch an so einem Nachmittag weggehumpelt. Naja. Es ist 19 Uhr. Es geht los. Geht's los? Hier, jetzt, da wird auch irgendwas... Okay, jetzt dreht es sich. So aufregend. Das haben sie wirklich schön gemacht. Süß, ne? Schöner als den Eiffelturm. 400 Ja, stimmt. Leute schauen zu. Wow. Was? Oh. Okay, Disclaimer. Das ist interessant. Echt? Auch nicht so reden. Nee. Das ist ja interessant, dass sie so einen Disclaimer machen vor so einer Show. Ich sehe nur Risiken. Also alles ist risikoreich. Ja. Was Vielleicht wir jetzt müssen sehen sie, wahrscheinlich müssen sie das machen, weil sie halt ein börsennotiertes Unternehmen sind. Lauter. It's a future that is beyond any one company, that will be made
by all of us. Und wir ein Trinkspiel machen, jedes Mal, wenn er Metaverse sagt. Oh, das wäre eine gute Idee gewesen. Ich habe da nichts dabei. Schade. Also es geht ums Metaversum. Ich meine, es ist ein Jahr vergangen, ohne dass irgendwas passierte, ne? Ja. Bin gespannt. Übrigens 58% sagen bei mir kein Displayport. Okay. Bald wissen wir. Cool. Ey, Shows machen, das können sie einfach, ja, die Amis. Wenn gleich der mit den orangen Haaren da ist, das wäre lustig. Von Pimax. Wie heißt doch nochmal der Pimax-Mensch? Josh. Pimaxien. Oh, jetzt geht's los hier. In Horizon Worlds natürlich. Stimmt, sie machen es in Horizon Worlds, ne? Ja. Nur 2 Leute da. Hey everyone, Passen doch nur 16 welcome to rein, ne? Connect. Last year, we shared our vision for the metaverse, a future where you can be present together with the people you care about, where you can teleport into any experience from anywhere, where your devices just get out of the way and you can focus on the people you're with and the experiences you're having. I think that this is some of the most amazing technology of our generation. Sagt, It's mag going das to open up Metaversum. opportunities to build incredible things. We believe in this vision so deeply that we renamed our whole company after it. And we're in a Er findet moment es so now wichtig, dass when ihre a lot ganze of the Firma nach technologies dem that will Metaversum power the benannt haben. metaverse are starting to take off. Zeigen Sie There das are Video more vom letzten people Jahr in jetzt VR einfach, than oder? ever Ja, before. genau. More creators building worlds, more developers building apps, more brands getting into virtual goods, and more companies getting into the metaverse. This is great to see. It's a sign that the future isn't so far away. I know a lot of you are excited about this future. You're already living it. Building new worlds, hanging out in VR, exploring what's possible. And we've been with you since the start. Look at what we've announced at Connect over the years. The first modern VR device. The first standalone headset, no wires, no external sensors. The first developers to make millions of dollars in revenue. The first hands in virtual reality. And today, we're going to take another big step forward. So this one Also is heute for passiert you, was sehr the Wichtiges. believers. The people always thought that this was where technology should go. But you know that the future doesn't just happen. You have to build it with your bare hands. The people who'd rather be early than fashionably late. Well, we've got something to share with you today, and I think you're going to be really excited. But before we get to that, let's take a look at the progress that we're seeing across the ecosystem. To do that, here's Boz, Meta's CTO and the head of Reality Labs. Hey, Boz. Pretend you didn't see that. Yeah, we'll get to that a little later. But first, let's talk about some of the progress that we're seeing across the ecosystem. You know, Quest 2 is the first virtual reality device to go mainstream, and it's opened up a lot of opportunities for people to build. Yeah, the ecosystem is growing nicely. About 1 in 3 apps in the Quest Store are making revenues in the millions. 33 Also sie titles feiern sich have made erstmal more jetzt. than 10 million in gross revenue, and that's up from 22 just this February. And the number of apps making over $5 million has doubled since last year. This is what it looks like when a whole new platform takes off. Yeah, and it shows that there's real demand for high-quality VR experiences. Yeah, those experiences are going to High keep getting quality. better with all the new things that we're announcing today. I mean, developers have been pushing the boundaries on Quest 2, using tools like hand tracking and presence platform. Yeah, and the creativity that you're all bringing to this is pretty awesome. You know, as the platform grows, we're focused on making it even easier to develop for. And philosophically, we're focused on making the ecosystem more open. Part of this means giving developers different options for reaching their audiences beyond the Quest Store, so people can stream apps over Link from PC or sideload them. Fühlt sich so ein bisschen gekünstelt an, muss ich sagen, oder? Was denkt ihr hier? Ist nicht geskriptet, nö. Nee, einfach, sie haben sich einfach mal unterhalten. Ja, einfach nur so, haben sich ins Niveau getroffen. Passt. Die Schauspieler sind Kamera kurz angemacht. so ein just going to bisschen. keep growing as Aber more habt ihr gesehen, da war devices eben come on das the Logo market and von more people get Dungeon, into VR. Ancient And we're going to Dungeon. keep Ja, pushing Ancient Dungeon, to wie make cool the ist next das denn? computing Ja, platform das more war open. wirklich cool.
Now, in terms of what people are actually building, beyond games, a lot of the most interesting work that we're seeing is around social experiences. Alle sind glücklich. This has been a big change. I mean, at first glance, many people assume that virtual reality is a fundamentally single-player experience, you know, something that you do on your own, kind of away from the rest of the world. But we've never looked at it that way. From the very beginning, a decade ago when we first started on this journey, we believed it would be a great social platform. That's why we got into it. Yeah, I mean, back when we started working on this, we believed that over time, social experiences would become the main way that people would use VR. And that's coming true. Today, the top apps in the Quest Store are social metaverse apps. And this is pretty much the same thing that we've seen with every other computing platform. Langsam auf die Kamera zu laufen, bitte. Use cases for new technology come when you build things that help people connect. Das ist so ein schönes And that's the whole reason why we're in this space. Yeah, this has been the story of every computing platform we've seen so far. Whether that's email on desktop, instant messaging on laptops, or video calls on the phone. Bitte wieder Hände einsetzen. Every technology platform has brought great value to my life. Danke. But what I value most is the ways they keep me more connected with the people I care the most about. And I think this will be especially true for VR and eventually AR because they deliver a deep feeling of presence, right? It's that sensation Bisherige you're actually Zusammenfassung, with kein another person Displayport or in gesichtet. another place. And that's what's so powerful about this platform compared to everything else that's come Keine before. Quest Pro gesichtet. Every other computing platform is built around apps. And now we have the chance to change that. For the first time, we can build technology centered around people and how we actually experience the world. That's because the metaverse is first person, right? You feel like you're Metaverse. you're in it, right? You should be able to teleport anywhere with the people you want to engage Wir with machen and doch das bring all your Ding. stuff with you. It should be less siloed than a traditional app model, langsam könnte man and doch auch mal was fundamentally anderes zeigen more als about da being kommt ein neuer. present with other people. We gotta have Vishal here to talk more about that. All right, hey die Hände Vishal, gespannt. why don't you guys take it from here? All right, sounds good. Thanks. See you, Mark. Jetzt erstmal ein High Five. Nein. Hey, Der Vishal. neue CEO. Hey, boss. Yeah, this social shift has been one of the biggest changes we've seen over the last couple of years. When Quest 2 first launched, the vast majority of time spent in VR was spent alone. Today, the majority of time spent is in multiplayer apps. And the most popular apps on Quest are social. I mean, that's a huge deal. Apps like VR Chat have established haben sie these new zumindest schon mal places for erkannt. people to spend time together in virtual reality, and they're thriving. That's right. And people are doing all sorts of things together. They're playing games, they're hanging out, they're Ja, learning new hobbies. Data Mining können sie auf jeden to Fall. represent who they are and maybe who they want to be. And there's so many new things you can do once you get beyond the limitations of the physical space that we live in. This social shift is happening everywhere. YouTube VR is a great example. It's one of the most popular apps on the Meta Quest 2, Das ist and auch the schon YouTube echt team's alt, die working App. to make the YouTube experience VR. Die sollte even mal more bearbeitet social. werden. So in the future, when you're together with friends in Horizon Home, Bitte streamen. you'll be able to watch and share YouTube nein. videos just like you might do together in the physical world. Okay, Watch cool. videos together, share content from your aber favorite creators, Horizon haben wir ja experience nicht. something completely new, Nee, like a war das jetzt underwater im manta ray Metaverse oder adventure in off a Oculus private Home? island in Das haben wir Southeast Das war doch. Horizon World. And when you look at where the Mann. internet is going, there's this big move towards creation and shared experiences. And we're seeing the same impulse to build and explore together in VR. Mal gucken. Absolutely. Some of the best experiences in Horizon Worlds right now are hanging out with your friends in Nope's Haywood Ranch or recording a podcast on Rooftop 42. There are worlds to celebrate the Lunar New Year, to make music together, worlds to roast marshmallows in, or just to get a party started. We're seeing all sorts of people build worlds like these, from first-time creators to world-class entertainers. And today, we're announcing a multi-year collaboration to bring NBC Universal's iconic content to life through experiences in the metaverse. Starting next year, Meta and NBCU will co-create experiences around The Office, Universal Monsters, DreamWorks, Blumhouse, Halloween Horror Nights, and so much more. Fans will be able to engage in these experiences in Horizon Worlds, at Universal Studios theme parks, and customize their avatars. Also das Last but not ZDF least, war the zuerst Peacock da, app ja. is coming to Quest. Okay, Horizon World. Leider nichts für uns in There are Deutschland. so many worlds out there to see, more than we could war ja ever schon mal show für at einen an Tag event da. like this. But what's more important is what's in those worlds, and the feeling you get when you're with other people. That's why we're so excited about building out Horizon Worlds as a next-generation social platform, where the connection happens in real time. It always comes back to wanting to feel connected. And if we really want the metaverse to feel social, we need to open these worlds and experiences to everyone. They can't be limited to VR. Yeah, the metaverse should be accessible across all kinds of screens and devices. And you should be able to jump in and join your friends from anywhere. That's why we're developing Horizon Worlds on the web.
so that you can Eine access it from a Flat-Version computer des or any Metaverse. mobile Oh, device. cool. If you're watching Das a comedy show, Metaverse for auf example, dem you can send the Laptop. link to your friends and Darauf they haben can wir join without a gewartet, ne, headset, Marco? no matter where they Im are. Handy. It's Endlich just brauchen more wir fun keine when the VR Brillen gang's all mehr. together. Ach, genau. Making these virtual worlds das war sowieso accessible to any kompliziert, ne, mit diesen device takes their VR-Brillen. ability to connect people. Tja, sie haben wohl gemerkt, dass sich This das is auch gonna be nicht the so gut first way a lot of verbreitet. people around the world experience a virtual world. For Heute sure. erklären Sie And while das the web doesn't give the zurück zu full VR 2D. experience, Yeah. it opens it to an entirely new population of Beste. developers, creators, and people. Absolutely. We want everyone to be able to have the most immersive experience. But it's going to be a while before there are enough headsets out there. So this will be a huge step for helping people experience it for themselves. Especially when we think about creators. For people and businesses building virtual worlds, this means your potential audience will become so much bigger. Right now, there's a growing metaverse economy that only VR users can access. That's about to change. And when you see something amazing in a virtual world, you'll also be able to capture and share it, just like you would if you were in the physical world. Yeah, this is actually a place Endlich where Beat Meta's Saber apps auf dem play a Laptop. huge role. We have these deep ecosystems for creators to connect with audiences and share their work. And virtual worlds will become just another place where great content can be made. We're now testing a way for you to take a video in Horizon Worlds and easily share it straight to Instagram as a reel. This will be one of the very early connections between Meta's apps and Horizon Worlds, and there'll be a lot more to come. We're also connecting some of the best creators on Instagram with some great builders in Horizon Worlds to see what kinds of things they can make together. So keep your eyes on the feed for that. So the ways people can experience these virtual spaces are evolving fast. But the tools you need to actually build them also matter. And so we've got some great news for creators here too. This is another big expansion in what's possible. It used to be that you had to build everything in headset. And now we're seeing some incredible worlds being built by everyday users outside of VR in Creta, a game and world building platform available on Facebook. We're expanding the creative toolkit beyond VR too. You'll be able to use TypeScript, a powerful scripting language, to make more dynamic and interactive worlds. And we're making it so you'll be able to import tri-mesh items into Horizon Worlds and build parts of your world using 3D content creation tools like Maya, Blender, and Adobe Substance 3D. These are high-quality tools that professionals use to build in 3D. And one of the main benefits of supporting them is the graphics quality they produce. Now, it will take a while to integrate all of these tools, but the result will be things looking a whole lot better. This is one of the most important pieces. We started with simple graphics, and we're doing a ton of work to meaningfully improve how Horizon will look and feel over the next year. The metaverse needs to feel inspiring. There's some really awesome stuff coming here. We're working with Epic Games to bring Creative Commons licensed content from the Sketchfab library to Horizon Worlds. Our ultimate goal is for the metaverse to feel just like any other social experience, big or small. So the virtual spaces you build and share don't always need to be huge worlds that are open to everyone. And one thing we're thinking about a lot is your home in the metaverse. Right. There are public spaces for everyone, but it's just as important to think about the personal spaces that are yours. Your home in the metaverse should be accessible no matter what device you're using. And it should be a social space where you can invite your friends no matter what devices they're using. And you should feel the same level of comfort Ja, and Horizon ownership Worlds as you wird do in your schöner, home in the physical weil man world. alles Mögliche That's right. bald And this means that hineinladen kann. nobody should enter without your permission. Muss man ganz kurz You're in zusammenzufassen. control of who stays in these Klassischer and what set in these 3D-Software kann man spaces jetzt Welten is bauen personal. und die dann reinmachen. But you can also Das ist share them tatsächlich if you want. Ist nicht neu. schlecht, ja? Here's what this Ich personal wundere mich space aber auch ein looks bisschen, like weil das right now. so ein kleiner Bruch ist. So weißt du? ideally, it's like the physical world. Your personal space is where Aber you ja, dann können should halt feel most Profis like Welten you. machen. Ja. This is all great stuff. Thanks, Vishal. And I can't wait to see what's next. The social platform of VR is still taking shape. At the other end of the spectrum, you have probably the most established part of the ecosystem, gaming. So let's talk more about all the incredible things happening in that space. Korrekt. Here's Melissa Brown, Los our geht's. head of developer relations. Hi, Melissa. Gaming. Hi, Boz. And hi to everyone joining us for Connect. This part of the VR ecosystem is truly thriving. It feels Jetzt like kommt every GDA. week developers ship Hoffentlich. another amazing game for Quest 2. Bei meiner Umfrage Titles like zeigen sie Little GTA Cities, Golf 80% nein. Plus, or Erstmal Red Matter 2, erstmal reden which sie um den look heißen Brei, beautiful bevor and hier are so irgendwas. much fun to play. If you want an example of just how fast this platform is growing, take a look at The Walking Dead Saints and Sinners from Skydance Interactive. It's now surpassed $50 million in revenue on Quest alone, nearly double its revenue from all other platforms. Or look at Zenith the Last City from Ramen VR.
It took only 24 hours for it to make its first million in revenue on the Quest Store. And Resident Evil 4 from Capcom and Armature Studios made 2 million its first day. Blade and Sorcery Nomad from Warpfrog made its first million in just 2 days. Also es lohnt sich, für VR Spiele zu entwickeln. In as little as 3 days. This kind of philosophy is why I'm so optimistic about the future for VR developers. Ja. To date, $1.5 billion has been spent on games and apps in the Quest müssen es Store. sagen, ne, And it's um noch hard to mehr believe Leute when you see anzulocken. what's already dropped this year. But there's so many more still to come. Ja. And today we're going to share a few of them with you. Jetzt. What are you most excited about, Melissa? How about we start with a trailer from the latest team to join Oculus Studios? Achtung. Rockstar gehört jetzt Oculus. Sieht wie Iron Man aus. Quatsch. Why'd you stop selling weapons, Tony? Alter, das ist ja schräg, okay. You can't change the past. I want to change the world. Oh. Oh nein, wie gemein. Quest bekommt den PlayStation VR-Abfall. Das ist auch mal umgekehrt. The world needs you, Tony. Tatsächlich, Leute. Iron Man, das alte Spiel? The world needs Ja. Iron Man. Nein! Echt? Was ist das? Ja. Ach stimmt, das habe ich auch schon gespielt auf Marvel's Iron PSVR. Man Ja klar. VR has been one of those dream Ey projects Leute, for us. ihr könnt jetzt endlich We've been PlayStation fans since it VR-Spiele auf launched, der and we could Quest not be more Endlich in excited guter for the Grafik. talented teams at Camouflage PSVR and Port. Endeavor One to bring the game to schlecht. MetaQuest 2 this November, Och, ich along with fand's our echt partners gar at nicht so Sony schlecht. Interactive Entertainment Quest-Verhältnis ist and ein Marvel gutes Spiel, Entertainment. ja. Next is the multiplayer phenomenon, Population 1, which is evolving in a witzig. big way this December, with the debut of Population 1 Sandbox, a robust, user-generated map creator. You can take the action anywhere, limited only by your imagination. A moon das base, ist cool. a Viking village, or a fight with swords in Zero G. If you're not a creator, no worries. You can discover and play through new or featured community maps with your friends. The team at Big Box VR is excited to bring endless replayability to Population 1. That looks awesome. But I'm pumped for the next title, though. Ja. Yes, calling all crewmates. komm. You know you've been waiting for an Ja. Among Us VR release Das date gibt's ever schon in since it was VR-Chat. announced at the Game Awards. Well, wait no Vor allen Dingen, longer. das ist doch jetzt seit Innersloth, einem Jahr Robot angekündigt Teddy, auch and schon. Shell Eben. Games Ja, will genau. release Among Us VR for ages 13 plus soll doch on Weihnachten kommen. MetaQuest 2 on November 10th. Okay. And pre-orders open today. Soon you'll be betraying friends from a first-person perspective. Also echt bei digitalen Sachen, Vorbestellungen, das macht super Sinn. Nicht, dass man keine Kopie mehr kriegt. Könnte wenn ja das Spiel raus ausverkauft ist. sein. Ja, ja, genau. Das ist ja Das wäre lustig. Ja, und ist dann ausverkauft. Tut mir leid. Ja, Ja, gut, NFT, vielleicht- man muss das günstig beschränken. Ne? Ja, Oder sie haben nur den ein Laden zu Spiel. um 18 Uhr. Ja, ich freue mich drauf, aber Ganz kurz, bis jetzt, wir haben noch Next nichts title is verpasst. also fun, but in a Genau. more terrifying way. Ich finde, dass It's das time Iron to Man check the itinerary persönlich for our schon upcoming interessant, trip dass to sowas New jetzt Orleans. wirklich- And we promised folks the next installment in the Walking Dead Saints and Sinners series would be out later this year. Let's Haben wir take a das look gesagt at vorher? Skydance Mal irgendwas Interactive's von Chapter 2, Walking Dead. Retribution. Yay, schon wieder. Sammy, hallo Sammy. hi. Hi. So, moin zusammen. Hi, Sammy. Getting more desperate. Guess you ain't the only Nein. one who thrives Wir on hätten auch jetzt creating anfangen havoc. So besser? Ja, du bist aber raus. Gonna take nothing short of a miracle to survive what's So left. besser? Ja, natürlich. Ey, mach schon Verdeckt wieder rein. von dem Bild. Ja, größer, aber dafür nicht verdeckt. Also, Walking Dead Saints and Sinners 2 wird awesome, Wherever the aber tourist goes, gibt es für alle death Plattformen. ain't Genau. far behind. Und wir wissen es seit Richtig. over a year. Es ist It's jetzt 2 years in the making, and new Nett. Das faces, ist hier nochmal places, gezeigt. weapons, gear, and loot await you as you head towards a final showdown that will decide the fate of New Orleans. All right, and we have one more to show, Ja, right? one more. Right, our friends Jetzt. at Skydance have also been working on something new. Skydance. Here is your first sneak peek. Nee. Keine GTA, ich fasse es nicht. Jetzt Oh bin Mann, ich ey. ehrlich Das neugierig. kommt als letztes Jetzt bin ich Spiel. auch Ich bin auch Skydance neugierig. hat abgeliefert.
is only possible because the developers on this Was war das? and the people you've delighted and inspired with your work. You continue to push the boundaries of what's possible time and again, and you show us that there's a lot more ground to break. Ja. When Können we auch launched the GTA original 7 Quest in ankündigen. 2019, we could not have imagined that just a few years later, we'd have games like Red Matter 2 and Medal of Honor Above and Beyond running on a mobile chipset. But you've made it happen. The pass-through mode and access das is the early gibt's doch promise gar of mixed nicht. reality. Das so war's? excited to see how you will revolutionize this space the way that you did Boah, with okay. Totally. And the best war's. experiences also incorporate some kind of unique movement, which brings a really Wenigstens different dieses dimension Assassin's compared to our Creed könnten other jetzt mal gaming weiter- platforms. Es Wow. müsste noch oder? irgendwas. Das ist enttäuschend. Ich könnte Das mir ist vorstellen, peinlich, genau, ich könnte mir Tasmania. vorstellen, dass nach der Connect so eine That's been the Mitteilung key kommt, to dass fitness GTA apps, which eingestellt have ist. turned out to be some of the best Nein. experiences you can have in virtual reality. Aber Und nicht zu vergessen, Ghostbusters Developers have hit on Wow. the winning das combination hier ist auch nicht of der a physical Okay. Gaming-Event, ne? Ja. and the virtual immersion Ja of a klar, headset stimmt. to make something Das wird jetzt das completely new. Displayport-Event. People love it. Okay. Gleich hoffentlich. Hoffentlich. Aber jetzt geht's, jetzt mal gucken, was jetzt Ja, typische Displayport-User, die wir gerade sehen. Ja. Hier, wer ist das noch? Das Supernatural, oder ne, wie hieß das? Ist das Fitness-App, die gekauft haben? Ja. Users globally return to Quest 2 for fitness every month, and VR fitness apps can be just as intense as a regular workout. They're great for when you can't get outside or want to get in a quick session in between activities. Some of the stories coming out of the fitness community are just awesome. One of my favorites is Okay, Linda, jetzt kannst du a grandmother of runterdrehen 7. und wir unterhalten uns. Ohne When Scheiß. my son came Bitte? home with a Quest. Jetzt kannst du den I Ton fell in love with it runterdrehen at und the wir moment I unterhalten put the uns. headset on. Schon. When I first geht's opened jetzt the hier? app Ja, for genau, Supernatural, Supernatural. the scenery is just so beautiful. Ja, aber es gibt halt das leider nicht in jedem Land. You're just moving to the music. Ja. Was ich auch gar nicht verstehe, warum kann man das nicht einfach weltweit launchen? Wo ist das Problem? Wahrscheinlich Moving wegen with a purpose Musikrechten oder so gave am me Ende. purpose to move. Aber es kostet da immer noch pro Monat, ne? Ja, Supernatural. und pro Monat. Guckt euch Das bitte ist mal neun. die Präsentation an, wer da als Quest-User gezeigt wird. Ja? Das sind wirklich die normalen Menschen. There are Also a das, lot of VR sie haben eine titles klare that bring the Zielgruppe. Ne? burn, Das, Ja. such as deswegen Les Mills Body behaltet Combat, das bitte im Hinterkopf, wenn es FitXR, kein... and Supernatural. Den And gibt's they're ja nur always bei der getting Quest better, Pro, Mo. bringing on new instructors, Ja, classes, and moves. ist mir auch gerade klar. Speaking of which, at the end of this month, Supernatural Hört is das launching zu Les Ich Mills finde es Body Combat ist bezeichnend. übrigens to fantastisch. better activate your core. Die zeigen work jetzt your in dem lower body. Film die Leute, die sie eigentlich ansprechen wollen. Ja, natürlich. Du hast vollkommen recht. Auf jeden Fall. That's right. People are going to be pumped for that one. Now we've got one more Was fitness war denn da jetzt die experience that's Neuerung making bei the dem? move from App Lab. Get your jump shot ready because gym class is coming to the Quest Store later this fall. Let's do this. Was waren da die Neuerungen? Nö. Ja, nö. Keine Neuerung. Oh, ist das am Ruckeln? Das sieht ja voll flüssig aus. Das ist am Ruckeln, ne? Ja. Das Spiel. Das ist Sieht auch nicht das sonderlich Spiel. gut aus. Nee. Vielleicht auch der Stream. Das hattest du schon mal vorgestellt, Sebastian. Irgendwann mal, als das App-Lab Ja, losging. du hast recht. Du hast recht. Genau. Not ready, but I can't wait to try. Hast du es I gespielt? think I've tried Ja. pretty much every fitness app Und? out there. And one thing you Nö. learn is that when you work out in VR, you're gonna work up Klare a sweat. Aussage. Nö. So to help Ja, people Bot stay 4712 active sagt, die with machen das Pico wohl confidence, einfach. keeping Also their momentan headsets clean. sehr einfach. Later this month, we're releasing Nee, the Pico hat keinen MetaQuest 2 Active Pack. Active Pack. Ah ja, Available ja. online in the Meta Store Vorbestellungen on canceln, October alle. 25th. This is our Aber haben fitness sie den accessory Active Pack bundle nicht with a zur letzten wipeable Connect auch facial vorgestellt? interface, wrist straps, Es fühlt sich and alles so an, als hätten wir schon adjustable gesehen. knuckle straps to provide the perfect combination of comfort and control. People have also been building some really neat fitness accessories for Quest, like extension grips and custom handles. It's great to see this secondary market emerging. And this is just the beginning. As part of the Made for Meta program, formerly Oculus Ready, we're working with leading hardware makers to bring more accessories to Quest starting next year. Yes, there's more we can do to unlock the power of the platform for fitness overall. This year, we shipped one of the features a lot of you were asking for: fitness tracking on the MetaQuest companion app and the health app on iOS. We've seen how important these kinds of Sure. foundations are for developers. And we know fitness is a space with a ton of opportunity right now. So this fall, we're releasing the Fitness API Beta for select developers. It lets people share real-time fitness data and unlock things like custom stats or new levels based on the progress that they're making.
And in case you're the kind of person who needs some external motivation, next year we're also releasing a new way to share your fitness progress with selected friends, so they can support you along the way. That's sweet. Sweet. Das ist ja total toll. Good luck with that. But it's so exciting to watch fitness find its footing on Quest. When you can tie physical interaction and digital objects together, the possibilities are really endless. They extend way beyond fitness. This is only the first step. It sure is. Thanks, Melissa. Thanks, Bob. Fühlt sich so an wie letztes Jahr. Enttäuschend bis jetzt. You can have a lot of fun in VR. You can hang out Fühlt with sich an wie friends, PlayStation Showcase. Lass uns mal ein Kanon einüben. Ihr seid nicht die Zielgruppe. Ihr seid nicht die Zielgruppe. Work is really the next major category of experiences that we want to unlock to bring VR to the next level. Ach, VR to the next da level. ist gerade zufällig Marc da. Komm mal raus hier, Marc, komm mal. Hey, Marc. Hey. The Hi. potential here is pretty Oh, huge. Mann, ey. Like a lot of companies, we're planning for a future where work is more distributed. But as in-person work ramps up, Da freut man sich ja direkt auf den nächsten Pimax-Event, ist ein Kommentar hier. There are definitely things that could improve the way that distributed teams actually work together. Denk mal, die Überraschung. There are parts of being around other people that you just can't replace with video calls. It's true for hanging out with friends too, and it's true for work. Yeah, I mean, the feeling of presence that you get from VR, even today, can already be better than video chat. The clearest benefit is for communication itself, but it's also great for creative work that's best done in a shared space. Companies are already discovering that VR is uniquely good for this type of stuff. I mean, it's amazing what's already being done. For example, companies are using VR to plan large-scale in-person events. At Logitech, they used Shapes XR, a collaborative creation app on Quest, to quickly explore different kinds of layouts and different designs together in real time. Yeah, I mean, this is where VR just lets you do things that aren't even possible on a 2D screen. It's a whole new kind of creative tool. Puma and New Balance have been designing shoes in VR using Gravity Sketch, one of my favorite 3D design apps on Quest 2. Novartis uses Nano, a VR molecular design and collaboration app in their drug discovery workflow. And ITC, a part of the United Nations, are running trainings and workshops in Arthur, a virtual office space on Quest 2. Yeah, you can really collaborate at a distance in a completely new way here. And there's a lot more that we can do to unlock this for teams across all kinds of industries. We build Horizon Workrooms as a first step towards a virtual office in the metaverse. You know, it feels more like being there than any video call. Metaverse. You see more of people's body language, and the spatial audio gives you a sense of each person's place in the room. And you can have side conversations with the people sitting next to you or gesture without physically being there together. It's hard to fully wrap your head around this until you get to experience it. We've been holding a bunch of our team meetings in workrooms over the last year, and it's amazing how much better it can be. There's just something magical about creating that feeling of being around people. Once you've experienced it, you know it's the future. So we're continuing to improve the Workrooms experience, and starting early next year, you're going to be able to join Workrooms through Zoom too. We're also introducing breakout groups, so your team can shift from a big group presentation into smaller discussions in the same room. And with sticky notes for whiteboarding, you're going to be able to have group discussions and brainstorm in ways that you just can't Sollten do die on Charaktere video. nicht Beine kriegen? We're also Vielleicht working kündigen sie on die a new Beine feature an. to import and review 3D models in a workroom, which is going to be really helpful for design and architecture and all kinds of other creative work. We want this to be more than virtual meeting rooms. It's about the beginning of a virtual office in the metaverse. And that's why we're launching your personal office and workrooms today. So this is where you can focus and get things done. One of the best things about VR is that you can create environments that go beyond what's possible in the physical world. And of course, that goes for productivity setups too. So you have instant access to your perfect workspace that's set up just how you want, no matter where you are. So you might only have a 13-inch laptop in your physical space, but in your virtual office, you can line up 3 huge monitors. This is great at home or at work, and even better when you're traveling. Eventually, we think your Quest could be the only monitor that you'll actually need. Gebt uns die Quest Pro jetzt, komm. You know, we're still early in the shift to working in the metaverse, but the way people can collaborate Diese and work virtuellen shows Monitore that wäre there's ja an für mich opportunity tatsächlich for ein a VR anderer Ich finde das auch gut, auf jeden Fall. Mit der Quest Pro halt. Und so ein leichtes as well Ding. as Aber playing games and die hanging Quest out. Pro hat dafür auch noch All nicht die right, Boz, Auflösung. I think it's time. What do you think? Oh, it's definitely time. Jetzt. Take it from here, Mark. All right. Jetzt geht's los. So. Spannend. Luft anhalten. Displayport. All right. So this is an important moment. Virtual reality isn't some obscure hobby anymore. Millions of people use it to play games, work out, collaborate, or just have fun.
Everyone from the newest indie developers to the most established tech companies are getting into this space. But for virtual reality to really reach its full potential, we need to get to the point where the 200 million people who buy new PCs each year for work can do some or all of their work even better in the metaverse. At Meta, we're focused on building the fundamental technology that will help bring the metaverse to life, whether that's in virtual reality, augmented reality, or the social presence layer across both. What if you could collaborate with colleagues as if you were right there together, even if you were far apart? What if you have that perfect work setup and tools to design new things integrated right into the world around you? What if you could overlay your work and the people you're interacting with right on top of the physical world? This device would help you be more present, more productive, more you. So to deliver this, you'd need better quality graphics and tech that seamlessly works in both virtual and physical worlds. So you can interact with people around you, be fully immersed when you want, and flow between states effortlessly. You need something comfortable with much richer ways to communicate. Technology that lets you do things that aren't possible with a laptop and go far beyond what you can do on a phone. And you'd need to be able to really express yourself, react to things naturally, show up in a way that feels authentic to you. I think that this is one of the most exciting technical challenges of our generation. Building technology to deliver that feeling of really being present with people, really being in another place. So we've taken everything we've learned from Quest 2 and designed an all-new headset to do just that. This is Meta Quest Pro. Yes, da ist sie, die Quest Pro. Geil sieht's hier schon aus. Das ist nur ein Rendering. Das sieht gut aus. Oh nein, oh, ich finde das so lustig, Leute. Touch Pro Controller, tatsächlich. Touch Pro? Ja, habe ich vorher gesagt. Ja. Den Namen oder was? Den Namen? Ja, auch den Preis. Cool. Ja. Hatten Sie einen Preis eigentlich? Mit der Dockingstation, nein. Quest Pro is the first in our new line of advanced Sieht toll aus. Built to expand what's Finde ich gut, sieht gut aus, ja. It takes what people love Da about hinten sitzt der Quest Typ 2 aus dem Hotel. and adds a bunch of new technologies to help you do more in the metaverse. It's made for collaboration and creativity. It delivers more expression and a deeper feeling of connection than any other technology. With mixed reality built in, it lets you do things that just haven't even been possible before. It's all in a beautiful design. Sieht super aus, also mir gefällt sie richtig gut. So whether you're looking to work in a new way or if you just want the very aber best Sie haben that's available today, noch keine Scheuklappen gezeigt, ne? Da bin ich mal standard. So to get into the details, let's check in with Angela Chang, who leads our Quest product team. And since this is a big day, let's go somewhere a bit special. In seinen Kopf. This is the new Quest Pro home environment. When you put on your headset for the first time, this is where you'll be. Hey, Angela. Hey, Mark. All right, you finally get to show everyone what was in that briefcase at last year's Connect. Finally, I'm so thrilled we get to bring Quest Pro to everyone. We have completely reimagined the VR headset as a powerful device for productivity, creative work, and multitasking. Quest Pro is our sleekest form factor yet, with a super thin set of lenses at the front and our first ever curved cell battery at the back to give it a perfect balance. Yeah, it feels great from the moment that you put it on. Right. We wanted to ensure a seamless transition from the physical world to the virtual. So our new headset design with its open periphery lets you see the physical room you're in. You can quickly jot down a note, grab something on your desk, or just be aware of what's happening around you. But you can also use Quest Pro's magnetic light blockers for a more immersive experience whenever you like. We've also redesigned the whole optical stack to make it better than anything we've shipped before. The new pancake lenses work by folding light over several times and let us make the display 40% thinner compared to Quest 2. The new lenses aren't just thinner. Aber They unten also war es put dann more nicht pixels in the abgedichtet, oder? center, giving you sharper, sah so aus, clearer als ob visuals, es which ne? makes reading text a whole lot hier bis easier. zur Seite, ne? Yeah, and the LCD displays have 37% Aber more vielleicht gibt es pixels auch noch per so einen inch than Quest 2. Nasenflappel, den sie nur And einfach thanks jetzt to nicht our zeigen new lassen. local dimming technology, 75% more Local dimming. contrast with richer and more vibrant colors that just make Bio-Aero VR staunt even jetzt. more engaging. This is also our first device to use the new Snapdragon XR2 Plus processor that we worked on with Qualcomm. It's optimized for VR,
So Quest Pro runs at 50% more power with better thermal dissipation, which gets a significantly better performance. 50% And this ist is the gut. first new chip from our deep partnership with Was auch immer Qualcomm. das heißt. And don't forget, the touch controllers are also new. Ein Handysprache. Yeah, the controllers Controller. are now basically their own computers, which is a bit ridiculous. We've re-engineered them to track Die sind halt themselves echt am and also spannendsten, work muss ich sagen. a bit more like extensions of your hands. Yeah, the new sensors track their positioning in 3D space all on their own Das without sehe. using the headset. So you can 1000 get a full Controller, die Leuten aus der 360 Hand degree range gerutscht of sind motion. und in den And they Zimmerecken include our liegen. new True Touch haptics, which give a Ohne wider and Scheiß. more precise range of feedback effects. So when you pick them up, they also feel a lot more balanced and natural in your hands without that LED ring. You can even add a stylus tip on the controllers, turning them into tools for writing Okay, or das ist cool, sketching. finde ich. You can try this Ach, on the können Sie den whiteboard in Stift jetzt workrooms, so mit rein? where you just flip them Ja. around and write Aber- directly against your own physical desk. Yeah, it's a good example of how this device unlocks man kann auch entirely direkt new jetzt- things, like much better Egal. collaborative and creative virtual meetings. Speaking of meetings, we also thought a lot about how to help you keep the headset charged and ready to go the moment you get an incoming call or just want to get something done. So we're including an all-new charging dock that fits great on your workspace and Im keeps Lieferumfang both the enthalten. headset and controllers charged at the same time. Ja. Another key technology for enabling collaborative meetings virtually Ist is mixed Displayport. reality, Ich wollte gerade where sagen, we Marco, have to ist count der for both the Displayport? physical and digital elements in the Bis hierhin ist ja environment. alles nett, ne? Yeah, Ja, so being able to absolut. blend the world Absolut, around gefällt you mir with the gut. virtual world and bring all the creative and expressive power of digital to your physical surroundings. Der This is a big Preis, step forward. verdammt, wir hatten eine Mixed Preisumfrage. reality is going to power some of the most interesting experiences you can have Bitte with unter Quest 1000, Pro. bitte unter 1000. It's the next major step for VR and an important milestone on the path to building the metaverse. We began the journey to mixed reality when we released Presence Platform, our family of AI-powered tools that help developers build VR experiences that incorporate the physical world. We built mixed reality into our SDKs for Quest 2 to make it easy for developers to start experimenting. But these experiences are so compelling that you really want a device that's designed from the ground up with them in mind. Absolutely. Quest Pro uses high-resolution cameras that capture 4 times as many pixels as Quest 2, and an additional RGB camera to turn pass-through into full color, Das wird super along with a aussehen. depth system Das made wird to krass understand your aussehen. Das wird environment klasse. and Das work wird- with Ich it. wünsche Ich den freu von mich der drauf. Pico jetzt so einen Yeah, you Riesenschritt. can see the people around Das you hier and wird- with scene understanding Das wird and krass. anchoring. Und alles in Objects in your perfektem room 3D can become bestimmt. part of the Ich virtual freue mich drauf. experience. Aber er hat This is jetzt going to von unlock einer some really RGB-Kamera interesting new gesprochen. uses. Ja. And this Macht is ja just nichts. the Die Mixed Nur für die beginning of Farbe. mixed reality. As more developers explore the capabilities and presence platform, you're going to schon see sexy. entirely new categories of things getting built. Definitely. Another big part of Quest Pro is how much more expressive you can be. You can see here how people's avatars reflect their expressions and reactions. This makes your shared social experiences so much stronger. It's powered ist by schon our cool. Movement SDK, our newest addition to Presence Platform. What are you doing? Eating toast. I'm really hungry. Movement Gibt's nicht sogar ein SDK Spiel enables mit dem avatars to Essen? mimic expressions in real time hab grad so using ein Quest Pro's Flash. inward-facing cameras. And this is really important for that feeling of social presence. When we communicate, all our nonverbal expressions and gestures are often even more important than what we say. And the way we connect virtually needs to reflect that too. Just think about all the little things you pick up when you're with other people, like the moment that they begin to break into a smile, or when they raise their eyebrow as someone says something interesting. Your avatar should be able to express all of that and more. Das Today, ist our auf jeden Fall avatars rely powerful. on Das- spatial Das ist bestimmt auch audio eine geile and immersive Erfahrung, wenn du das graphics to erstmal help create Ja. a sense Avatar of siehst, social der presence. Genau. But facial Face expressions cool. and Das body wird- language will be das wird total richtig game cool. changers Ja. for remote meetings and virtual performances in the metaverse. This is another reason why Quest Pro is a big step forward for communication, including for work. More people work in distributed teams now, and being able to share a space with your coworkers and feel like you're really together is something that's still missing. We spoke a bit before about how workrooms on Quest 2 is already unique for virtual meetings. It's going to be even more powerful when people's avatars can show more of their facial expressions and body language. Yeah, one of the challenges for distributed work is how to bring people together to interact in a shared space. If a few people are in a conference room and a few more are dialing in, the experience is just never really that great. So we're building a better way, using everything Quest Pro brings to the table. And we call it Magic Room. It lets you meet in mixed reality and share the same space. You can use a whiteboard, bring in 3D objects. Auf jeden Fall. Everyone is present and has the same tools, whether they're in full VR or in mixed reality.
We think that this will help hybrid teams collaborate. Ich habe manchmal And das we're hoping Gefühl, to ship this next sowas year. wird immer Now, these vorgestellt, are aber just man some kann of es the nie things nutzen. that are going to be possible with Quest Ja, genau solche This is a high-end Präsentationen haben wir schon device vor ein paar Jahren designed gehabt. for Genau. work and for people who want the Aber man muss best ja trotzdem irgendwann mal experience that we anfangen, can weißt build du? Also, Ja, We're absolut. really ich excited kann mir das Tun schon wir vorstellen. Also die And it's benutzen immer available mehr for ihre pre-order eigenen Avatare. starting Ne? today Jetzt mal for $14,99. Oh nein, 1500. 1500 $. Also knapp Also damit ist es raus, 2000 Leute. Euro. We build Quest Pro Scheiße. best device. 42% hier hatten recht. Unspektakulär das jetzt And our einfach hope is to use kam. this Also, product to introduce some of this new $1500. technology so that we can get it Das sind bei into uns our dann consumer devices over the 2400 coming years. Bei uns Euro gibt's das übrigens. nicht. But what you can see here is the start of a whole new way of ja gar running nicht. the metaverse. This will go 1799 in beyond Frankreich, genau. VR. Because Ich hätte people work echt on all gedacht, sorts of dass da devices. noch irgendwie And you should be able to das collaborate and überraschen feel werden. present with Wir anyone, no haben's matter where immer they are gesagt. or Ja. what device they're using. Leider. Ja, We've updated workrooms, so you can join a virtual office from whatever supported device you're on and still get Aber some of that feeling ja, of Es ist social massiv presence in billiger shared als space. die It's HoloLens. also Kaufen going to viele, work with viele von Meta's ihnen sehr other main kopiert. work products, Workplace and Portal, to create a Bald. unified digital office Was we hat die think can HoloLens make gekostet? distributed Irgendwie work so much better. 3200. And we're not the Ja. only ones who are optimistic about the future of work in Also the metaverse. insofern für Over the Business last year, we've been working with Zielgruppe ist dozens es of Für Business partners ist es to create super, new keine experiences Frage. for people who are looking to get things done in VR aber and nicht beyond. für uns At Konsumenten, Connect das last year, war's. we spoke Aber about jetzt potential for creative Das people to Zeug work in und true Social 3D. und And next was year, weiß ich. we're Ne, going mal to have a gucken, ob great die jetzt noch option aufs for Thema that. Gaming Autodesk eingehen. is updating their collaborative design review app to take advantage of the new possibilities unlocked by the Quest Pro. And Adobe is also working to help people get more done in VR. Next year, they'll begin releasing a suite of apps for professional 3D creators, designers, and artists, from collaborative design Leute, reviews to Substance 3D $1500. modeler using 25. Quest Pro's Oktober. controllers. And there's one Jetzt- more partnership that I want one to more highlight partnership. today that I think is going to be really important to the future of the metaverse. Yeah, I know you've got a special guest lined up to talk about this Also one. diesen Monat kann So man's leave noch you to it. Have bestellen, fun. oder was? All right, yeah, I'm excited Release. for this. Thanks, Angela. Release, 25. Microsoft has been at the heart of work and computing since the Schön, earliest dann kann ich days. das noch mit in Urlaub And they're nehmen. one of the Ein many Satz mit companies X. across our industry that are now building Für the uns. future of the metaverse. And as Quest Pro makes new kinds of work possible in VR, I'm really excited to be able to work with them. So to talk more about this, I'm here with Microsoft's chairman and CEO, Satya Nadella. Hi, Satya. Hi, Mark. It's great to be here with you, and congrats on the Meta Quest Pro. Thanks. I'm glad we can finally share this with the world. Now, we knew early on that we wanted this to be a great device for getting work done. And working with Microsoft is a big part of making that happen. Do you want to share a little bit more about what we're working on together? Sure. I mean, as you said, at Microsoft, we're incredibly excited about the metaverse and how digital and physical worlds are coming together and transforming everything from Jetzt bin ich tatsächlich gerade ein telehealth bisschen to remote gespannt. maintenance to gaming, and of course, the way we do work. We're taking an approach to ensure that our software can benefit users on all their favorite devices. And that's why I'm so thrilled about what we're announcing today and how we're bringing together the power of many of our most popular productivity tools with the new VR devices you're announcing. Yeah, so the main reason that we're in this space is that we think that VR can be very powerful for social connection. And with the Quest Pro, we want to bring more of that into the work context as well, where Microsoft already has some incredibly successful products in the market. So why don't we start there? No, absolutely, Mark. Microsoft Teams is the most ubiquitous advanced platform for wobei work today, Teams, and it's genau. becoming essential Teams, okay. Ja, to das macht how Sinn. hundreds of millions of people meet, call, chat, Das collaborate, ist, sowas and ist do tatsächlich so business. der And so we're Entry, clearly damit es going auch im Business through benutzt werden a kann. Das once ist in a schlau. Ja, auf jeden lifetime Fall. change in Das ist how genau. we work, and every Zoom calls, organization today is looking for Teams. new ways to reconnect, Teams benutze ich tatsächlich re-energize their auch workforce bei Ja, ich Jobs, ab und um zu, ja. Kunden, in the office Daten and auszutauschen, everywhere zu in reden between. und so. And that's why benutze we are es bringing jeden Tag Microsoft stundenlang, Teams, also das immersive meeting klingt schon cool. experience to MetaQuest in order to give Also people kommt new von ways einem to Jahr schon connect mal with each other. angekündigt, dass sie You sich can mit Teams connect, zusammentun share, wollen. Dann. collaborate as though you were together in person. And in the future, you'll be able to use other avatars, including meta avatars, in immersive experiences and Teams meetings Okay. too. Also Just Microsoft think about baut how das selber. powerful whiteboarding Was or auch interessant ist. Das hat brainstorming nichts or mit even Workrooms Teams zu tun. meetups can be in this space. Another piece of this is that we're working on enabling Horizon workrooms for Ah, okay. Teams. So people will be able to join a Teams meeting directly from workrooms. And we think that this kind of cross-device, cross-screen experience will be the foundation of the virtual office of the future. But this goes beyond Teams.
Another big piece of your work platform is coming to Quest, right? No, that's absolutely right. We've been thinking about how to bring the power of Microsoft 365 and Windows 365 to 3D spaces to really help drive productivity and enable you to create, communicate, and collaborate in completely new ways. So with Microsoft 365 coming to Quest, you'll be able to interact with sort of content from all your favorite productivity apps, right? Whether it's Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Giving you even more flexibility in how you collaborate in Microsoft. 365 and with Windows 365 coming to Quest, you'll have a new way to securely stream the entire Windows experience, including all the personalized apps, content, settings to your VR device with the full power of Windows and Windows applications. So this is going to be great for anyone who wants to build out their virtual office on Quest Pro. Großer Schritt. So you'll have a great Microsoft Teams experience sagen wir for so, VR. Ohne diese Kollaboration würde es gar nicht klappen. And you'll have the whole Microsoft 365 suite available too. And for bigger companies who want to roll out VR devices to their employees, we've also got some great news. Yes, absolutely. Being able to manage and secure all devices connecting to your network is absolutely crucial for any business, and ich bin gerade im that's just Metastore. as true for a VR headset as it is for a smartphone or a laptop. Azure Active Directory and Microsoft Intune in combination will support MetaQuest and MetaQuest Pro. This means companies that want to provision these devices can be confident that all security and management options they expect from PCs and mobile devices will carry over to VR. Die Brille ist im deutschen Store. Das Produkt ist in deiner Region nicht verfügbar. That's absolutely right, Mark. I'm really excited about gaming. When you step back, one thing we have learned is how immersive experiences in gaming can help create real community and connection. In fact, many people are already playing our most popular games like Flight Simulator and Minecraft in VR today. And with xCloud Gaming, you can stream hundreds of games to any device, allowing you to connect with gamers in all new ways, whether they're right next to you or sitting on the other side of the world. Microsoft Cloud Gaming kommt auf die Quest als App im Store. You'll be able to play 2D games with your Xbox controller projected on a massive Aber dennoch ist das was Gutes. But we're excited for what's to come. Ich meine, man kann es jetzt schon sideloaden, aber es ist natürlich cooler, wenn man es einfach runterladen kann. Auf jeden Fall. I'm down for that. All right, thanks Stadia so much for kommt joining us bestimmt today, nicht. Satya, and thanks for the partnership. Thank you, Mark. Ja, coole Partnerschaft. There's another Keine element of Frage. this relationship Wow, dass Microsoft das macht. That's going to play a big part Die in how HoloLens businesses ist tot, begin so hat man deploying fast das Natürlich, Gefühl. das war's. Accenture has spent the soweit past ich weiß, few years eingestellt. changing how they work. They've been rolling out new technologies like virtual reality to their workforce to accelerate the shift. Wie ist der Preis in And they're Europa? helping other Ist es wirklich businesses make 1800 this oder? change too. In fact, they work Bei with mir auch three jemand im quarters of Chat. the Das Deutsche wird nicht companies global angezeigt, aber 500. So they have a In pretty Frankreich big impact on how 1800 hat many jemand businesses geschrieben. work. 1500 And Schweizer now, Franken Accenture's hat hier chair jemand and geschrieben. CEO, Julie Sweet, is going to join me to talk more about what's coming next. Hey, Julie. 1800, Hi, ja? Mark. It's great to be here. Okay, wow, It's great to have you. 1800 Euro. Accenture is one of the world's biggest employers, and you've been growing rapidly over the last few years. It's been a transformative period for us. We now have more than 700,000 people around the world. 1800 Euro, kein Displayport, Marco. Ja, ich habe es gerade in den Specs mir angeschaut, kein Displayport. Nee. Wer hat Gott jetzt sei gewonnen? Dank, dann muss ich es nicht kaufen. Starcraft, lass mal ein digitales High Five geben. Ja, seht ihr, deswegen hört nicht immer auf Leaks von Bradley. Die sind nicht immer richtig. And since then, we've deployed Preis war aber anscheinend doch 60,000 Ich war schon so weit, headsets. es And we have euch zu gönnen. transformed our onboarding process. Ich sag mal, bei Pico gehen gerade die Vorbestellungen, aber sowas durch die Decke. Vom Allerfeinsten. Zumindest wurden sie nicht gecancelt, sagen wir es mal so. Which we believe is the largest enterprise use of the metaverse. Ich finde aber, dass sie für die Vorstellung ihres Business-Gerätes gerade alles richtig machen. Ja, auf jeden Für ein Fall. Für Business rulen sie gerade, definitiv. total. Absolut. Total gut. Und das ist natürlich, ehrlich gesagt, auch für VR allgemein total wichtig. Also, sehr gut. Schade, Aber- zu spät. Nächstes Jahr kommt Apple, aber hey, nimmst du so. Ja, aber eine wichtige Sache, ich meine, das sah ganz alles cool aus mit der Kollaboration mit Microsoft und so und dass man Teams machen kann.
Aber welcher Mitarbeiter bekommt so ein teures Headset, um an Teams-Meetings teilzunehmen? Also das beschränkt sich echt nur auf so ein paar Creatives eben und nicht auf die große Masse. Ja, aber nicht die große Masse der Leute, die jeden Tag am PC sitzen. Nein. Die haben ihr normales Teams im Laptop mal fertig. anfangen, weißt du? Also, Ja, das ist doch auf jeden Fall gut. And VR will play a huge role. Yeah, VR has been especially useful for training, and that's going to get even better with mixed reality. And we're excited to work with you on more use cases and to talk about the next stage of our partnership. We're excited too. After what we've learned, we know there's a huge Aber komm, mach jetzt noch auf jeden Fall den Quest 3 Teaser. Wir haben doch noch eine halbe Stunde, oder? Das geht noch, eine halbe Stunde? Gibt es ein Ende? Es gab doch irgendwie so einen Plan. Keynote, 19 Uhr, nächstes Ding, 20:30 Uhr irgendwie. Ja, 20:35 Uhr kommt das nächste. Dann kommt Carmack oder wer? Nee, der kommt um 23:30 Uhr. 20:35 Developer State of the Union. For scaling the metaverse in the enterprise. The future of work is starting now. Yeah, we want our devices to be easy for companies of all sizes to buy, John Connor, genau. deploy, and use. Sebastian muss 1.800 ausgeben. Ich bin begeistert. Quest for Business, which is currently in beta. It's a subscription bundle for Quest 2 and now Quest Pro that includes a suite of features like work accounts, device and application management, premium support, and more. Quest for Business will also unlock access to integrations like we just announced with Microsoft, as well as others in the future. It's going to be priced to suit the needs of different businesses, and we're going to be sharing more details over the coming months. This is exactly what companies want and need to make the metaverse and VR for work a reality. Abo-Modell ist immer gut. As one of the für Firmen. largest users of Microsoft technologies and Quest 2 headsets for business, we've seen firsthand the impact on how they can change the way you do business. And we're looking forward to further integrating and shaping the many ways enterprises adopt them at scale. This collaboration is a very exciting opportunity for our three companies to bring the future to life for enterprises, businesses, and our customers. And this is just the start. This has the potential to accelerate the future of work for so many enterprises. Thanks so much for joining us, Julie. Thanks, Mark. Now, we've spoken a lot about how Quest Pro opens up new possibilities for work, but that's far from the only thing it's going to enable. Now, we can't wait to see what kind of experiences developers will be able to build with mixed reality. Take Beat Saber. It's already one of the most popular VR games of all time. And now imagine what it'll be like when you can turn wherever you are into a falsch, Sebastian. Du warst falsch, Sebastian, mit 300 Euro. Nee, 350 Euro habe ich gesagt. Ja. Euro. Passte genau. Also man kann ihn einzeln kaufen, ja? Okay. Aber wo? Aber ob es dann funktioniert, weiß ich noch nicht. In welchen Stores kann man das denn sehen? Now, this gives you a glimpse of what's possible. And because we want everyone to be able to create things for the metaverse, not just professional developers, we're working on creator tools as well. Hundreds of thousands of creators already use Spark AR to build AR effects on Facebook and Instagram. They have years of experience blending the physical and digital worlds, which is a core part of the metaverse. So starting today, we're giving creators the ability to build interactive 3D objects in Spark Studio and begin testing them in mixed reality with the mit Spark Spark habe ich schon gearbeitet. With virtual worlds becoming accessible Ich habe gedacht, du across hast das all immer your gespielt. devices, with Quest Pro Ja, bringing ja. mixed reality to Aber damit the kannst du world, auch AR-Apps machen. future Ich of work habe emerging in the metaverse. We have a lot letztes to Jahr build in the coming paar years. AR-Geschichten Now, hier to für find out WMF what's gemacht. next on the roadmap, Okay. we're gonna need to shift gears. So if you're joining us in VR, hold tight, and I'll see you in a sec. Also ich lese hier, das soll wohl nur in Frankreich, Kanada, UK und USA rauskommen. Hey, Kein we're here Italien. together in Horizon, Was, and this is die the Quest first Pro oder was? time that Ja, we've done genau. this at Connect. Was? And this is a preview of our next generation of avatars. Mann, ey. They're so much more expressive and detailed than anything else today, and they have this unique meta style to them. Now, it's a lot of work to build AI to auto-generate these for billions of people, and then give everyone the tools to make sure that your avatar feels like your own. Okay, neue But I'm Avatare. excited to start rolling these out later next year on phones,
VR headsets. Das machen sie jetzt auch jedes Jahr, die neuen Avatare, ne? While I'm excited for this next generation of avatars, we are also seeing a lot of developers and partners building great experiences with our current generation of avatars as well. So now, let's meet up with Igram, who leads our avatars work, to discuss the latest on our avatars and what you can do with them. Aber was soll das bedeuten, dass es jetzt in Echtzeit Hey, want to update everyone on the latest with the avatars ecosystem? Yes, we have so many exciting things going on. Our first milestone is making it so you can use your avatar across all of our apps and in VR. Ich glaube, das sind The new Animationen. Meta Account Center, it already allows you to have one or multiple avatars. So you can show up however you want. And if you have one avatar you really like, you can now easily sync it across all the apps and in Horizon. Nice. All right, let's talk a bit more about the integrations that we're building for the apps. Sie müssen mehr hin und her laufen, dann kann man das entscheiden, ob das mit der Brille getrackt werden kann. Comments and more across Instagram, Facebook, Messenger, and in the future 1800 WhatsApp. € And we're working auf on der bringing them französischen more to life through Meta-Seite animation vorbestellbar and to more jetzt. places like, for example, Reels. Okay. Dazu We kann want man you noch to be able to einen use totalen avatars Lichtschutzring anywhere you kaufen want to für express 50 yourself. €, damit Ach auch Gott, uns ey. das Ach, Ganze den muss man doch extra kaufen. Alter, das ist ja übel, ey. Starting with Messenger and WhatsApp. If you want, you'll be Dann able to gibt es show noch up as an eine avatar. mobile It's going to Ladestation add a whole new dimension. Und das Linkkabel. Yeah, I think Das ist und doch- ein Verbindungskabel. kein Ah, Displayport-Kabel. scheiße. Das You habe can ich still schon. express yourself in React, but you're not on camera, so it's kind of like a better camera Wie viel offering. kosten die Controller? Yeah, we're working Hier on die this Touch now. Pro We expect to launch Controller, this year. aber hier And in steht die virtual Quest reality, Pro there's already kompatibel. head and hand Aha, position, okay, so scheiße. your avatar moves Sorry. and sounds like you. And now we want to bring that Ist okay, to Sebastian, computers das war too, Zeit. using cameras and microphones. So if you wink at your phone, your avatar on your phone Naja, actually Wenn die ist- nur mit der Quest Pro Making your kompatibel avatar sind, dann work braucht man die across doch nicht all einzeln kinds of kaufen können, devices oder? and apps truly creates Doch, weil sie dir aus der Hand rutschen werden. Yeah, you should be Immer able to take your wieder. Ich avatar schwöre and dir. virtual goods everywhere that you go. Absolutely. There are already dozens of apps on Quest that support Meta avatars, and we're building genau, partnerships warum kann man die so einzeln you can kaufen? use your Warum? avatar across lots of Die different Avatare? Wenn es einer kaputt geht. And in Nee, fact, die Controller. today we're announcing partnership with Zoom that will let you show up as your Vielleicht kannst du ja avatar on 4 Zoom calls. Controller an So einer to make Brille this easier, perlen we're und dann extending jemand the anderen Meta mitmachen lassen. Avatars SDK to iOS and Android on Unity. Works with Quest And 2, I'm sagt also Sid excited to Freeman share gerade. that the Meta Avatar SDK will soon support Unreal Engine and virtual reality too. These expansions will Österreich make it a kostet lot easier for more developers to 1799. start building Meta Avatars into your apps. Richtiges Schnäppchen. Also doch auch We're woanders testing this with verfügbar. a small group of partners now and plan to release Gamehit this sagt more gerade den broadly next Österreicher year. Preis. Yeah, so 1,8. right now, a lot of developers are Ja, ist building der their own gleiche wie der avatar systems französische. since the tools that you can import are pretty basic. But over the next year or two, as all these new Tja. tools and styles become available, Die Controller and sind as aber the mit hundreds drin of in den people that we have 1,8, working oder? on avatars keep improving Muss the doch, oder? system, I just think that more Vielleicht and kosten sie more deswegen developers are separat going to 3,50. find building with our interoperable avatar stack will Marco, offer guck a doch mal much bitte. Die sind, Ja, ne, die sind drin. Handtracking, die brauchen doch keine Lieferumfang Controller. And 2 speaking of Controller, making die it sind mit easy drin. to add Okay, new okay. styles, we have Finde some ich gut, dass news sie about the 2 avatar store beilegen. too. Echt? The Großzügig. Avatar Store is launching in Ach VR so, man kann sich later Avatar this year. kaufen jetzt. So you'll be able to shop for virtual endlich. clothing Endlich. in VR. We're joining Klamotten with a bunch shoppen. of Ich partners glaube, Yay. eher in die sports, Klamotten kaufen. Ne? payment, and more. You're gonna start seeing a lot more of your favorite familiar brands. Endlich. These integrations, they're gonna Also be falls awesome. das jetzt die And later Avatare this year, sind keep a lookout in the und Avatar das die Store for Möglichkeiten new sind, sich outfit zu releases from bewegen, Netflix. ist das Giving schon people more okay, ways finde to ich. express Das sieht schon themselves gut through aus. digital clothing will help kickstart the marketplace for Die hatten ja jetzt interoperable erst vor ein digital paar goods. Tagen So if you buy ein a Video von der sweater, Quest you're going to want to rausgehauen, be wo able to die wear that on your Fullbody-Tracking avatar gemacht no haben. matter Also what app you're using. Ja. nur mit der So we're Quest. going to see more creators, developers, and brands experimenting with this. Ja, And das könnte beyond schon funktionieren. clothes, we're also improving the core avatars Sie themselves müssen dann across the quasi whole nur family of apps. die Mark, Beinbewegung I'm sure you've seen the new extrapolieren face shapes we irgendwie. introduced earlier this year, as well Aber as warum haben cochlear jetzt die implants, Controller over-the-ear hearing Kameras? aids, Das habe ich noch nicht and verstanden. wheelchairs. Yeah, and we've sich seen selber this im improvement Raum zu Ja, aber, Hinter deinem warum? Rücken zu tracken. with more Ja. options Hinterm for Rücken. body Weil die Brille types das as nicht mehr well macht. as shaders for more realistic Ja, aber ist ja skin. kein There's Vorteil. one more feature coming soon that's Ja doch, die probably verbrauchen halt the mehr most Energie requested jetzt. feature on our roadmap. Nein, aber Der ich sag mal, Vorteil das ist, dass- Problem dass war doch sie immer halt- das Tracking-Volumen, das fällt doch weg. Ja, Ja, aber genau. ist das ein Nachteil gewesen I aus know eurer Sicht you've been bisher? waiting for this. Bei den everyone Usern, die yeah. ansprechen, ist das ein But Nachteil, dass ich seriously, mich hinten nicht the legs tracken are kann. hard, Nee. which is why Nee, other virtual bisher reality nicht, weil systems don't alle have them either. And the Anwendungen perceptual davon science ausgehen, behind
this dass is du actually bisher quite nur so interesting. vorne rumwedelst. Dass Aber die Arme nach vorne gehen, du genau. machen, wie du Your brain möchtest. is a Ne? lot more willing to Endlich. accept a rendering Warte mal, of es geht jetzt um part of Beine. it, as long as it's accurately positioned. But if it's rendered in the wrong place, then it just feels terrible and it breaks the whole feeling of presence and immersion. So that's why we started off showing just controllers,
but not your whole arms. Yeah, if the system showed my elbow in the wrong place, it would feel like my arm was broken. Yeah, but as we got better at tracking and predicting your arm position, then we can add your whole arms to the avatar stack in addition to your hands. And now we're doing the same with legs. Okay. And now we're getting ready to launch the first full-body avatars. Ja, jetzt müssen sie aber erstmal laufen. With standalone virtual reality headsets, understanding your leg position is surprisingly difficult because of occlusion. So if your legs are under a desk or if your arms block your view of them, then your headset can't see them directly and you need to build an AI model to predict your whole body position. And this really needs to work reliably, so it just feels natural. Yeah, so that's ja, wo sie quasi aus dem Kopf und Handdaten berechnen, was die Beine eigentlich tun müssen. Wieder so mit And we will bring new tech that lets developers implement custom avatar actions and behaviors for the experiences they want to create. That's coming next year, too. And I'm looking forward to seeing what all of you will build. Sie laufen nicht rum. Thanks for stopping bewusst, by, dass das noch nicht so gut We have a ist. lot to do, so I'll see you in the next review. Great. Okay, Yeah. okay, ja. Das sieht schon gut aus. Avatars are going to be central to how we express ourselves in the future. And this is a unique opportunity to build some really interesting things at the intersection of expression, social interaction, Seitlich laufen macht man ja auf den VR. Da bin ich gespannt, wie das and aussieht. workrooms, we're already Ich glaube, in der starting to Praxis see wird es early glimpses immer noch ein bisschen of what weird this social aussehen, metaverse could look aber like. gut genug, glaube Just ich, check out damit some of so the things that are generelle happening already. Glaubwürdigkeit einer Person Creators existiert. are building Das social kann funktionieren. spaces like the Soapstone Comedy Club, the Stew, a hip-hop recording studio, Note finally. World, and a whole lot more. And as this social-first platform takes shape, we're thinking about the virtual space that you'll call home. When you first put on your VR headset or open Horizon, you're going to land in your own personal space, somewhere that you can design and decorate and make your own, invite your friends to hang out, get work done, or just relax and Also use die it to jump into Pro-Controller any sollen mit der Quest 2 kompatibel sein. Alright. Habt ihr auch Now let's rausgehört? take a look at what's next. Nee, das Im Chat schrieb hat's einer, jemand aber gesagt. ich hab Bei mir keinen, schreibt ich das hab aber gerade keinen jemand. Beweis. Ja, In der gibt's eine Schweiz Quelle? gibt es die für 400. With Quest Für Pro, 400 und our sie sind next generation kompatibel mit avatars Quest 2. and Horizon Worlds, we're making good progress on two of the most powerful windows into the metaverse: virtual reality for full immersion and mixed reality for blending physical and virtual worlds. Looking towards the future, the last set of experiences that need to get built is augmented reality, where you see digital objects overlaid perfectly on the world around you. Now, the fundamental technologies across the stack to build full augmented reality glasses are coming together. The waveguide displays, sensors, silicon, AI, and more. I've seen a lot of these pieces Ja, working ich in the hab hier lab, den and Beweis. it's awesome. Now, I think that this is some of the most amazing technology in Das sind die existence right now. Controller, And it's going to be really neat to see it kompatibel come mit together in Quest 2 und products over Quest the next Pro. few years. Okay, gut. Other pieces are coming along nicely too, Weit like das our Spark wirklich software that's already being used ganz by creators to bedingt build Sinn macht, AR ne? experiences that more than 750 Ich denke mal, die wenigsten werden sich für million people 350 engage with Euro monthly in our Controller mobile holen. apps. And developers are going to be able to start building a lot Index more mixed Controller kosten reality ja dasselbe, ne? experiences. Ja, aber wenn man schon on die full Quest AR. Index-Controller die werden so viel aber schlecht. unterstützt und auch nicht gut. Now, Die hier, one thing schwierig. that makes AR so hard Wir haben nichts von is that the Force form Feedback gehört im factor Trigger. needs to be something that you Im wear Trigger nicht, outside, nee, das stimmt. around other Nur people, insgesamt haben sie and es potentially erzählt. all day long. And that's different from where Insgesamt VR is inwiefern? today. Wir haben von der Haptik Glasses gesprochen. need to be True relatively Touch small to Haptik. look and feel good. Verbessert Interaktion und So Realismus we're mit approaching lokalisierten building Trigger und augmented reality Daumenreaktion. glasses from two Also different wahrscheinlich angles. doch dann, oder? The first is building out all the technology we need for full AR glasses and then working to fit it into the best glasses form factor we can. The second approach is starting with the ideal form factor and working to fit more and more technology into it over time. And we took our first step forward on this last year when we partnered with EssilorLuxottica to introduce Ray-Ban Stories. Ray-Ban Stories are our first ever smart glasses. guter You can Moment take für photos mich. and videos, share them to Instagram, Ja. Gleich wieder da. listen to music, or even take phone calls. But what sets them apart is the design of these glasses that people already know and love. Was machen die bei dir so, Sebastian, die Ja, Glasses? nichts. Now this is Hol just sie nicht the raus. first product to come from our partnership. And to talk more about what's coming, let's catch up with Rocco Basilico, the Chief Wearables Officer at EssilorLuxottica. Hey Rocco, great to see you again. Chief Wearables. Great to be back, Mark. Ray-Ban Story had a fantastic first year.
With Meta, we introduce a beautiful pair of glasses. Ich glaube, kommt aus Italien. And we keep launching new software updates to make the product even better. Soon we are launching the ability to call or text on Ribbon Soul with your existing phone number, so you can stay connected and stay in the moment hands-free. We are also rolling out Spotify Tap Playback, so you can listen to music on your glasses more easily. You can tap and hold on the side of your glasses to play Spotify. Oh mein Gott, ey, das ist so, das ist so cheesy. Das ist so cringe. Ich erzähle jetzt mal, was ich sagen soll. Ja, ich habe das gerade auswendig gelernt und ich drücke drauf und lache, weil es so schön ist, die Musik zu hören. And you also keep launching new designs. Hat er die nicht wirklich gehört? Ja, vielleicht schon. Including transition lenses for all the use that go from clear to dark in seconds. Spricht denn der so komisch? So, this is the first product that we built together, but The Warlocks schreibt, für unter 350 gab es eine Pico 4. Warum soll ich für meine GTA Quest 2 neue Controller kaufen? Ja, das ist die Frage, die sich viele Leute stellen werden und eine Antwort darauf finden. different from what we're already doing with Project Nazare. We view our partnership with Meta as a deep long-term partnership. Er denkt sich auch, haha, hat der einen lustigen Akzent, hat er gerade gedacht, so, ui. I'm really grateful for our partnership. Ja, das war witzig. A lot of the underlying technology for the future of computing is still in the research. Es wird auf Amazon We kommen. have working demos of this stuff and it's pretty mind-blowing. And Ja, it also wouldn't wir be können es auch hier connected if we didn't kaufen. Share some of that with you. So let's start with one of the technologies Aber that ich we werd's think nicht is going to be kaufen. really important for the future. das I've denn? talked a lot about neural interfaces. Ja, warum soll man sich research die on Index-Controller mit EMG Stationen before. And we now kaufen? have a working Ja, weil man die demo that lets you braucht. control Aber bei der an AR or Quest VR 2 device sind schon gute with Controller motor dabei. neuron signals. Genau. Das ist der Punkt. Du hast schon gute Controller. Wisst ihr, was schlau wäre, wenn sie ankündigen, dass es ab jetzt keine Controller mehr bei der Quest dabei gibt? Ja. Oder die alten gehen einfach nicht mehr. Die werden per Genau. Firmware. Also das wäre ja, nein, das machen sie doch nicht. Das wäre schlau. Ja, das wäre ja richtig kacke. Die hat doch Handtracking. Aber dafür sind sie aber zu noch teuer. Stimmt, die hat Handtracking. Die sind zu teuer. Was soll denn das Package Quest 2 mit diesen Controllern denn insgesamt das ist kosten? irre. 600 Das ist Dollar? irre. Oh no, das Alright, so to close us out today, Das war's. let's check in with Das Michael war's. to talk about our Na, progress zeig here die and Quest what 3, still komm. needs to get solved. Jetzt. Hey, Hi, Mark. The Wir sind future im that Labor, all ne? that new Warum nicht? technology is Ja, ja, creating Jetzt. is one Jetzt. that Er will ist change verantwortlich the für die world Quest 3. every Ja, bit komm, as mach, much zeig. as personal computing and mobile did. yeah, and a big Er part sieht of this mir is aber wie ein building Displayport-Typ next aus, der da steht. Ja, Guck mal. auf jeden Fall. Ja. Ja. CMG demo that we just Der hat da Displayport in der Guck mal. Tasche. And there's Wie an viel Kabel important überall lesson to hängen. be learned from personal computing. What we saw there was that the interface to the digital world, the graphical user interface, was what defined the user experience and opened up new possibilities. Our challenge is that GUIs just can't do the job for glasses that have to work in all the situations we encounter in the course of a day, so we need something radically new. In addition to new interfaces, we're also going to need a whole layer that can sense and reconstruct the world around you, understand the context in which you're using these devices, and also just help you get things done when you have these digital capabilities mixed with the physical world. And this is really the job for AI. Yes, in the long run, I'm confident that the most powerful way to interact with the metaverse will be through personalized AI. Thanks to the glasses, AI will be able to understand your context and will use that to help you proactively. Ideally, so seamlessly that you won't even notice. Now, combine that with electromyography technology, EMG, which uses the neuromuscular signals through your wrist directly as inputs, and you have an intuitive, almost frictionless interface. Ach so. This will be the first truly human-centered interface. And a big part of that is that you won't have to learn how to use a rigid control scheme. Instead, the machine will learn and adapt to you as you use it. In neuroscience, this concept is known as co-adaptation. And what that means to all of us is that by combining machine learning with neuroscience, this future interface will work with each user to adapt to their unique differences in physiology, sizes, preferences, and expectations. Here, you can see two people playing an arcade game with EMG. Das sieht ja nach They're Spaß both aus. using the same gesture, but because no two people are exactly alike, Handy-Game ohne they do it in Handy. Das slightly sieht different ja ways. nach The neural unglaublichem Spaß interface aus. continuously gets better over time at understanding each person. The potential for co-adaptation extends beyond normal gestures into some truly Mann, ey. novel territory. Here, the algorithm is learning in real time how to respond to the EMG signals the person is sending,
with only the slightest of hand movements. The system is In diesem Moment recognizing glaube the ich, dass sie actions doch keine the person Quest 3 has decided zeigen. to perform In by diesem decoding Augenblick those denke ich auch, signals das at their war's. wrist and translating them into digital commands. And now, the person is able to communicate their intended actions to the computer with almost no hand movement. This is a genuine Cool, man braucht sich transformation noch in the way weniger we bewegen beim interact with the Videospielen. digital world. Dann sitzt Geil. man einfach nur noch Ja, so da. to redefine Oh, a ich lot of how we zocke. interact with computers. You know, if you think about the step Ey, change ist schon in krass, capabilities, also- Die Technik dahinter und was sie da Ja. machen, das ist schon Natürlich. total Das should be interessant. another Auf jeden big Fall. step Auch für beyond that behinderte in Menschen ist speed das and the bandwidth fantastisch. of our Für die interfaces. ist es And, wahrscheinlich this is one of the wildest projects Jetzt muss I think that we're Gabe working Newell nur gleichzeitig These die future interfaces will be Index 2 truly rausbringen. life-changing. An example that I love is Carnegie Mellon University's NavCog project to help the visually impaired. Our project ARIA research classes can 3D map their surroundings, so CMU used them to build phone maps that enable the visually impaired to navigate more confidently indoors, where GPS signals often don't reach. Here's a look at how this works. For years, I've gotten around with the Genau. assistance of my guide dog, Flirt. I love and depend on her dearly, but a guide dog is not a navigation Moment mal, hat die system. nicht vorhin mit der Quest trainiert? NavCog can change that. Wirklich? Nein, ist eine andere, aber es war auch eine ältere Dame mit weißen Haaren. turn assistive technology that we developed at Carnegie Mellon University. We teamed up with Reality Labs and Meta and started using their Project ARIA research classes to build a 3D map of the Pittsburgh International Airport. The maps help the user figure out where they are without having to rely so heavily on external beacons. Ja, das ist This is super. huge because it makes NavCog scalable. NavCog gives me the freedom to go where I need to go. You have arrived. It really helps me regain my independence. Ich habe es nicht verstanden, wenn ich this ehrlich is a bin. great example of how, when you're building these systems that are oriented around people and how we experience the world, it opens up all of these new Irgendwas avenues scannt to die help us do more. Umgebung und gibt Because dir it turns out Informationen. that the things that you need to Per do Sprache to dann, model oder wie? reality, Ja, ja, being genau. able to sense the world around you and understand the context for how it all fits together, that's the same thing that you need to augment human capabilities too. Macular degeneration runs in my family, so I may Zuschauer auf actually dem be using the VR-Tech, fruits of this 8% research myself kaufen sich die one Quest day. Pro. Helping the hearing impaired is also on the horizon. Und that's wie viel another Votes? thing that runs in my Aber family. wie denn? I didn't set out to build glasses for Ja, my in future Frankreich. self, but Ja, aber it does ja, seem to wenn be es working bei out Amazon that gibt es way. bei Amazon. Ja, There's ja. so much Ja. more that the Okay. interface of the future will Alles bring klar, us. Like the ability Kann man to jetzt schon bei right-click Amazon on a real bestellen, oder? object, to Nee, find out aber information Und wie about viele it, Leuten sind steht denn bei 100%? without looking down. 5000. We get proactive assistance from a personalized digital assistant. Eine We will nicht one day be repräsentative using this interface to Anzahl do von everything we Menschen. do now. Ich frage mal But hier, more ich habe easily, hier eine plus a repräsentative ton of Anzahl. things we haven't even thought of that we'll consider indispensable. Yeah, so one example is being able to build and manipulate complex 3D objects. And this is central to the metaverse, but it's hard to build 3D objects from scratch. It's much quicker and easier to just use physical objects as templates. Today, there's no easy way to do that. So we're researching two different technologies to solve that problem. The first one uses machine learning-based neural radiance fields to reconstruct the appearance of a 3D object from multiple 2D images taken at different angles. This method can reproduce even the finest details of an object. All right, so we're gonna scan Teddy, not just because he's super Nein, cute, tu ihm nichts, Mark. but also because he's got the right dimensions and Oh nein, level of er will ihn detail for what we're trying to sezieren. replicate. So Nein, here's how it er works. We just scan fotografiert him on ihn the und dann ist er phone, plötzlich in 3D da. Im Metaverse, oder? and that's Einfach als about it. 3D-Modell. Das geht Right now, tatsächlich this mit takes some processing time, so we got it ready AI beforehand so Prediction we can und check it so. out. Das funktioniert. Okay. Er hat ein Kabel dran, Leute. Oh wow. The Siehst du? level of detail in this is impressive. Das You ist can schon kind of cool. see all these fine elements in Ja, it, like aber each leider individual gefaked darauf. strand of its hair. Ja, And you can aber even see cool. through Faked. the semi-transparent bow tie that he has on. Was ist mit Sammy? Pretty awesome. Yeah, it's just a beautiful reproduction. The second technology Warum ist das captures gefaked? geometry and appearance Funktioniert das nicht so directly. gut, meinst du? So Genau, es here ist. we used a Das different Fell sieht gerade technique zu gut called aus. Das inverse würde rendering ein to bisschen scan Weil anders sie, objects aber aussehen. sie into its wollen ja digital gerade vorstellen, wie and gut sie then bring it sind. into augmented and virtual Inverse reality. Rendering steht ja And rechts it unten. Was heißt responds das? dynamically to the lighting in the VR environment, and when you throw it in Mo? the air Inverse against a rendering? wall, or if you bounce it off the Ja, ground, quasi- it's going to respond the same Warte way mal, that the in- physical Gelogen. object would. So we use Spark to put the virtual object next to the physical one here. They're almost Nee, identical. das sagt mir gerade nichts. Neither Inverse approach Rendering. is real time yet, and each has its limitations. But
The goal is to let you quickly and easily make das nicht physical mehr selber bauen muss, objects sondern part of your virtual world. Ja, nee, also dass es von selbst gerendert wird. ich könnte es so interpretieren, rendern bedeutet ja, Are other people in the form of avatars. dass And die as you mentioned Welt earlier, künstlich avatars will come in a gemalt wird variety und of das ist jetzt styles, umgekehrt. Sie but wird one thing I know for sure eingescannt sozusagen. is that Ach so, avatars okay. that are Würde ich jetzt so photorealistic interpretieren. Ja, kann representations gut of sein, ja. users Ist jetzt would aus be the außen most gut powerful gezaubert. remote Ja. connection technology that has ever existed. They would create genuine Es gibt social sogar presence jemanden, in der the sense of die making you Controller feel kaufen wird bei at a mir. gut level, like you are literally with other people, and would span personal distances in a way video Ich conferencing habe momentan can only dream of. 15% kaufen. reason we believe the Quest Pro metaverse is going to be by von far the most 53 social Menschen. computing platform. It's fundamentally about people and about being with people. So we're going to be able to teleport anywhere and be with anyone, no matter how far apart we physically are. And I think that this is the ultimate goal of social technology. And you're right, one of the keys that will unlock this is avatars that truly represent us. So, last year, we showed you early progress on full-body codec avatars. Yeah, and what sets codec avatars apart from other high-quality avatars that you might have seen is that they're fully drivable. So that means that they're not limited to preset movements or expressions. This is an avatar that you can control live in real time with no need to render or export video. So it can photorealistically reproduce individual people rather than just generic characters that artists designed. Of course, securing your avatar will be critical. We're already thinking about things like encryption and tying your avatar to an authenticated account. But beyond privacy, we've continued to develop this technology. For example, it's now possible to change your virtual outfit whenever you want. Cool as that is, it's the face, expressions, eye contact, slight motions that is most quintessentially human. We're putting a lot of research into making the faces of our codec avatars truer to our physical forms. Mark, do you want to show us the latest in codec faces? Ich mache mal eine Umfrage. Holt ihr euch die Quest Pro für 1.800 €? Bitte jetzt mal abstimmen bei MRTV. Second generation avatars are pretty amazing, right? They're much closer to how you might want to show up in a setting like a work meeting. So I made one of myself. Now we've made them a lot more expressive. And not just simple things like looking left, right, up, down, but also the nonverbal cues that we rely on to communicate with each other and understand tone. Things like raising an eyebrow, squinting, widening my eyes, or scrunching my nose. These avatars are way better Voll fies, eigentlich voll gut, aber weil er Mark ist, so. Nee, der sieht doof aus, ja. Nee, das sieht nicht echt aus. Sieht aus wie ein Roboter. Adds another dimension of life. Sieht der jemals When we echt move the aus? light around, you can see how it interacts with my hair, it reflects on my skin, and you can even see it in my eyes. Now, Man kann sagen, der hat these auch are so ein bisschen awesome, Raytracing but they im Auge. also take a really long Ist ja schön, time dass sie to das generate. kann. Wäre auch So schön, we're wenn die working on Quest oder die something Quest that's Pro a das auch lot quicker darstellen for people to könnte. use. Kann sie. Deswegen frage ich mich eigentlich, was sie da zeigen gerade. Für was Also für ein nur so System. ein Kopf Here's könnte Autumn sie. from Das our schafft sie. RL Labs team doing a demo 132 Votes to haben wir show und bis exactly what jetzt goes holen into sich 8%, nee 7% die Quest All you Pro. need for the scan is your Dann phone, werfe ich and hier you can von pretty meinen much do this 72 anywhere with Votes reasonable lighting. 14% ein. She Nein. scans her face from different 14% angles, ja? gives a neutral expression Von for about 72 Menschen 30 seconds. 14% Then spends ja. another minute Wow, and a half das ist ganz Mehr schön als viel. Verkaufen sie die PlayStation VR 1. And Wow. that's really all there is to it. Hi guys, my 3D avatar is ready for use in my phone or VR. It just took Gut, a aber few ganz schön hours to ernst. generate after my scan, Vor allem and the bewegt team's sie working on zu making that processing a whole 1000% lot ihren Kopf faster. nicht. Was soll das? Now, obviously, aber nicht this so isn't gut the aus. same quality as you just saw with the Das sieht 2.0 richtig codec creepy aus avatar. gerade. Das sieht super Als wenn creepy However, aus. they're still gefesselt very wäre. expressive and realistic. Nick mit dem We're Kopf, wenn putting du a Hilfe whole lot brauchst. of Ja. effort into developing these, so Wenn anyone du can lebst, easily nick mit dem create their Kopf, own bitte. high-quality, realistic avatars Boah, das sieht for aber their echt business. nicht gut aus. Alright, Naja, thanks, sie Autumn. darf sich nicht bewegen. This is some of the Deswegen. most inspiring Ist nur stuff that Gesichtsscan. I feel like we get Das to sah work schon on. echt gut So aus. it's Hammer. great that we're at the stage now where the research So, foundations 7% immer noch bei we've laid over the past 151 years Votes. are really starting to show up in real products. Ja, For kaufen sure. schon ein paar. There's still plenty left to Oh. do, and everything we've just talked about is still research. It may or may not end up in our products, but it's definitely a glimpse of where technology is headed. Thanks, Mark. Ja, bitte. Danke. Ja, Hackman, genau. Ich Alright, würde mir auch so lieber eine that just 4090 about kaufen wraps für den Connect Preis. 2022. Tja. Last year, we laid out our vision for Was the ist der future. Evo? And this year, we're taking Ach, another ja, big natürlich. step on the path to get there. Habe ich ja quasi What we schon. shared today
is the first move towards the 200 million people who get Kein new Quest 3 PCs every Tease. year, one day working Gib in ihm the noch eine metaverse. Chance. Das ist We're schlecht. still early in this journey. Gleich holt er noch eine Products aus that we der showed today Gesäßtasche. are part of a roadmap that extends Also far der into the Kamek future. sagt da vielleicht was Quest drüber. for Der ist da ein consumers, bisschen Quest Pro for kommunikativer, work, and was sowas people who want angeht. the best VR experience that we can build Aber das today, wird nicht jeder and erfahren. Ray-Ban stories for smart glasses. And there are going to be more releases in each of these lines in the years to come, as well as whole new categories of products built for augmented Das wäre jetzt ein reality guter Übergang and neural zu Quest interfaces. 3. Jetzt. This is an exciting time to be working on the metaverse. We're investing in this because we believe that there's massive potential here, and we want to bring the best engineers, developers, Lass uns artists, and bitte like-minded Wetten partners abschließen, ob die together to help HTC-Brille build this Displayport future. hat. We're Ich at sag the nein. beginning of a new era in computing. Nein. Die Somnium Space Major Brille shifts soll like er this haben. don't Will come nicht around mehr that über often. Displayport. Die wird's nie geben. Ich hau einen raus, And it's gonna HTC hat shape Displayport how und ich people kaufe sie mir connect for trotzdem decades nicht. to come. Das glaube I ich want to nicht. discuss two values that we believe in deeply that you can expect us Ach, to Mann. bring to this work. The first is putting people at the center of everything we build. We believe that the next computing platform has the potential to be more social and more human than anything that's come before, if we build it correctly. That's why so much of what we've shown today is about improving how we connect and interact, building out Horizon as social infrastructure for the metaverse, prioritizing hardware that supports facial expressions and eye contact, creating new ways for people to Oh, ich meet lese and gerade collaborate auch, at work, das Internet ist designing voll new von avatars and Hands-ons. photorealistic avatars. These are Ach so, things that you okay. Das ist ja überraschend prioritize if jetzt. you're focused on helping people connect. Dein MRTV Video haben auch sie live aber nicht gegangen? gefragt. The Ach so. underlying technology is pretty inspiring. Klar, jetzt by habe ich ein kleines itself. Déjà-vu, Sebastian. The reason Yeah. that we're in this is because it can bring you closer to other people. This is our company's DNA. It's in every service we build. Your friends on Facebook, your followers on Instagram, your family on WhatsApp. It's always about people. And that's how we hope to build the metaverse too. The second value is openness. In every generation of computing, there's been an open ecosystem and a closed ecosystem. There was Windows and Mac, then Android and iOS. Closed ecosystems focus on tight control and integration to create unique experiences and lock-in, although most of that value ends up flowing to the platform over time. Open ecosystems create value and grow through many companies working together, developers having lots of choices, and ultimately more people sharing in the upside of what is created. An interesting thing about the history of computing is that different models have won out in different periods. It's not predetermined which will be the primary one this time around. But as someone who has experience building under both models, I strongly believe that an open, interoperable metaverse built by many different developers and companies is going to be better for everyone. Lustig. Hier, Sebastian, As you can see die today, all of the Disco-VR-Dame different hat's. partners that we're working with, Ja. I see our role Okay, as ja, es not ist ja auch just helping to ein, build this open wie ecosystem, heißt es but nochmal? making Ein sure that the Meta, open ecosystem wins Ambassador. out in Ambassador, this ja. next generation of the Ambassador. internet. bestimmt Philosophically, toll. we've always been about building in the open. We'd rather show the progress we're making and talk about the challenges we're still working through. We don't have all the answers because some of them just don't exist yet. We're all on this journey Adam together. Savage ist So, auch dran. if you care about technology and how it can help us connect, if you want to help build CNET. a world where we can all experience things that haven't been possible before, if you believe in a future where we can all do more Und, and be Jan more Keno. present, then I hope that you're just as Wirklich? excited as I am. Nein. So thank you for being a part of this Das wäre journey. wirklich mal abgedreht. We'll see you again soon. Das war's oder was? Das war's, Leute. Das war's. Na, jetzt kommt es, wird Kleine jetzt Quest dunkel 3. und dann kommt noch was und dann wird noch irgendwas One Geiles last gezeigt. thing. The Quest 3 is available now, $499. Tja, was kommt? It is Nein, nein. my pleasure to Könnt welcome ausmachen. you once again to MetaConnect. Thank war's, you, ne? our passionate Das war's. community of creators and developers, for joining us today as we celebrate a year of innovation sagt Tschüss und and Sie take dann a auch noch look mal, at oder was? all of Ja. what lies ahead for all of us. I'm Melinda Davenport, Ganz kurz mal Internal Comms Director at Meta, and I'm honored to help guide you through all of the exciting announcements, sessions, and Achso, nee, das war's. Puh. Die kündigt jetzt Ja. die Sessions und so, ne? Genau, Ja. genau. Okay. So, ich gucke mir gerade deine Tatjana an, wie sie da mit dem Headset auf dem Kopf durch die Gegend wackelt.
Ist doch größer, wenn man das jetzt an ihr sieht. Interessant. Ja, ich guck mal. An ihr sieht das ganz schön groß aus. Ja, Leute, fantastische Präse, würde ich sagen. Absolut. Für das, also, für das, was sie vorhatten, kann man sagen. Nee, für das, was sie vorhatten, muss ich jetzt echt einfach mal unterm Strich sagen, haben sie einen guten Job gemacht. Nur wir sind die falschen Leute, die sich das anschauen sollen. Ja, absolut. Sehe ich auch so. Und die sich's anschauen sollen, die interessiert es nicht. Ja. Weil das war jetzt, das war jetzt ich gar nicht mehr so sagen. als nur so meterwertiges Geschwurfel, sondern jetzt Weil ich kamen muss wirklich so Sachen. Man muss das ja anders sehen. Jeder von uns geht irgendeiner Arbeit nach und ein großer Teil davon sitzt bestimmt auch täglich vorm Rechner oder ein Teil davon und könnte das, was gezeigt wurde, ja eigentlich auch gebrauchen. Nur jetzt stelle ich mir als Arbeitnehmer die Frage, wie könnte ich jetzt mal einen Chef überzeugen, dass er mir eine Quest Pro sponsort, damit ich damit arbeiten könnte. Und jetzt sagt man korrekt, ja, du bist nicht die Zielgruppe, genau. Pech. Und das ist einfach natürlich, ich frage mich dann wieder, wer ist die Zielgruppe? Weil wir haben nicht das erste Mal solche Präsentationen gesehen, wo man mit Tech irgendwie sieht, wie man irgendwie virtuell irgendwelche Diagramme zeigt und hier und da designe ich Schuhe. Also die Zeit wird es jetzt einfach zeigen. Wir haben einige Tools jetzt gesehen und die Zeit wird zeigen, wie es am Ende wirklich verbreitet wird. Aber durch diesen Microsoft Connect zum Beispiel wird das jetzt schon greifbarer, finde ich. Ja, also, es ist so greifbar, wie es sein könnte, das ist wahr. Ja. Das ist das schon stimmt. Gut, muss ich sagen. Das finde ich interessant. Und vor allen Dingen auch wirklich, das ist ja dann Bankrotterklärung für die HoloLens gewesen, oder sehe ich das falsch? Ja, schon. Auf jeden Fall. Die HoloLens ist tot, es lebe Meta, wenn Microsoft schon alles dahin bringt, anstatt ihre eigenen Sachen zu entwickeln. Aber Leute, ich muss mal ganz kurz es aussprechen, für unsere Community, für uns als VR-Gamer ist es natürlich enttäuschend gewesen heute. Ja. Finde ich auch. Also ich habe echt noch gehofft, dass es ein bisschen mehr auch so die ganze Sache in Richtung Gaming geht. Ich habe auch auf eine Spieleüberraschung gehofft. Ja, was so? Gab's doch. Behemoth. Iron Man, Behemoth. Ja. Behemoth. Ja. Voilà. Ja, stimmt. Ich habe schon wieder vergessen. Kein GTA. Das sind 2 Sachen und das ist mehr, als sie auf der letzten Connect gesagt haben. Da hatten sie nur San Andreas. Ja, ich habe so insgeheim ein bisschen auf GTA gehofft. 106 und dass das Headset ein bisschen auch Gaming 106 FOV. Ja, das wäre natürlich toll, wenn es wirklich so ist. Das ist aber das werde ich nochmal im vertikal 96, ne? Sagt sie. Ja. Das wäre gut. Also 106 horizontal, das wär mehr als die Pico 4. Das wäre so, sehen gar nicht so groß aus. Das wäre so indexmäßig. Die sehen kleiner aus. So erstmal optisch. Heißt ja nichts, aber ja. Ja, Leute, 1.800 €, kein Displayport. Wirklich nicht für uns Gamer gemacht. Nee. Viele Hoffnungen zerstört. Ja, nicht die von Pico. Die freuen sich gerade, denn die werden die Pico 4 an so viele Leute verkaufen. Hier in Deutschland besonders natürlich, weil wir uns nicht mal hier die Quest 2 und die Quest Pro kaufen können. In Deutschland. Also, ja. Ja, es ist so, ne? Pico. So. Also Deutschland wird Picoland. Deutschland wird auf jeden Fall Picoland, das war's. Ich kann das mal ganz kurz kennzeichnen, indem ich mal hier die Quest 2 zur Seite lege und hier ist sie. Boah, das ist symbolisch. Ein Statement, ja. Darf ich da noch kurz reingrätschen? Ja. Es gibt ja noch eine Alternative demnächst. Die PSVR 2, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Deutschland wird PSVR 2 Land, halte ich jetzt dagegen. Aber es ist eigentlich ein komplett anderer Film. Also, das ist schon ein anderer Film, dass 2 sich überschneidende, aber nicht identische Märkte sind, die PlayStation VR und die Mobile-Geschichten. Ja, die können weil das eine ist nämlich existieren, total doof und das andere richtig geil. Ratet welches. Ja. Nee, das ist schon alles okay so. Ich muss aber sagen, was ich da jetzt sehe in dem Video, das ist alles nett, aber es ist absolut kein Kaufgrund für mich als Consumer. Ich wüsste auch nicht, was ich damit soll, ganz ehrlich. Nee.
das mal zu sehen, was es so alles gibt, Ja, mal ein bisschen genau. rumspielen. Ja, okay, So aber typisch auf einer Messe ist das auch cool und dann gehst du genau, wieder. Ja. genau, aber jetzt so viel Geld auszugeben, um vielleicht 2, 3 Mal so ein bisschen rumzuspielen, das bringt's ja auch nicht. Das ist ja jetzt auch nichts für so eine Daueranwendung, wo man sagt, boah, da verbringe ich jetzt jeden Tag drin, ne? Naja, weiß ich nicht. Also es kommt ja Euro. auf die Software an, ne, was du kriegst. Also ich habe gerade den Tennisschläger gesehen, den Ball. Jetzt spinnen wir das weiter. Du bildest dann in AR irgendein Netz dazwischen und siehst dein Gegenüber, einen anderen, den du irgendwo in einem anderen, weit entfernten Raum hast mit dieser Brille und die spielen gegeneinander Tennis. Ja, Warum klar, in das AR und nicht in VR? Wo ist der Vorteil? Na, der Vorteil ist, dass du vielleicht nicht so leicht irgendwie Ja, aber keine Pause deine drin. Einrichtung demolierst. Nein, aber dass du deine Einrichtung nicht demolierst oder was auch immer. Ja gut, das ist wahr. Ja, da gibt man schon mal gerne. Dafür kann man sich ja die neuen Quest-Controller kaufen, wenn man den Controller verliert und gegen die Wand wirft. Ne? Ich Genau, fühle mich jetzt viel besser über die 1.800 Euro, die ich ausgeben werde. Nein, natürlich aber was ich damit sagen wollte, ist einfach, du musst erstmal abwarten, was in AR denn für Software rauskommt. Henne-Ei, klar. Software muss da sein, dann kaufe ich das Gerät, damit Software gemacht wird, muss das Gerät gekauft sein. We will see. Ich glaube, was ich immer so irritierend finde, wir haben nämlich sämtliche Aspekte davon jetzt schon seit ein paar Jahren gesehen. Also sie werden immer ein bisschen weiterentwickelt. Wir sehen immer wieder diese Tests und diese Demos und guck mal, diese Avatare und so. Die Avatare, aber das wird lustig. Die sahen ja auch gut aus, ne? Aber sie haben uns letztes Jahr auch neue Avatare gezeigt, etc. Es kommt immer noch nicht so richtig an oder viel zu langsam oder so, ne? Das ist ein bisschen Problem. Ja. Und es wird auch eine interessante Welt, wenn irgendwie so 20 Leute in Horizon haben so Face-Tracking mit allem Krimskrams und die anderen, also die Masse der Leute so. Die Zweiklassengesellschaft. So. Ja, genau. Die Zweiklassengesellschaft. Oh, guck mal hier. Da war was. Ach so. Hier, nein, Tatjana hat einfach aus der PlayStation-Präsentation den Eye-Tracking-Ding geklaut. Ja. Das ist ja auch geil. Süß. Wer redet da eigentlich? Das heißt, sie. Ist sie das? Tatjana. Ja, achso. Ja, ja mach mal Sinn, weg. Ja. Ja, ich mach mal weg, genau. Mach mal weg. Ja, es reicht ja. Wir nehmen es als Deko. Ja, komm, lasst uns mal jeder nochmal eine Meinung dazu raushauen. Ja. Okay. Genau, denn Meinung darf man ja sagen. Das ist voll okay. Ja, lass doch mal anfangen mit Sammy. Was denkst du über die ganze Connect 22? Bist du eher enttäuscht oder freust du dich über das, was du gesehen hast? Naja, businessmäßig ist es ja natürlich, haben sie ja natürlich jetzt gut abgeliefert. Ne? Also die ziemlich spannende Sachen da ja auch gezeigt und auch gezeigt, was die Brille im Endeffekt so ein bisschen kann. Und ich selber muss sagen, ich finde die Brille auch ziemlich spannend. So wegen der ganzen Gestik-Geschichten. Mhm. Aber der Preis ist natürlich extrem. Wirst du sie dir kaufen? Wenn ich die Kohle zusammenkriege, vielleicht schon, ja. Okay. Sammy, du Rich Boy. Ich finde die spannend. Geht. Ja, ich finde sie auch spannend, die Brille. Ich finde sie auch spannend, auf jeden Fall. Und ich finde das mit den ganzen Tracking-Geschichten, wenn man die dann auch einbinden kann in andere Software, wäre das geil. Also. Ja. Und das, was sie jetzt gezeigt haben, schon mal mit den ganzen Mimik-Gestik. Ja, das ist auf jeden Fall cool. Ja, sie haben ja ein paar SDKs und APIs vorgestellt. Das wird auf jeden Fall gehen, ja. Ja, und vielleicht nie jeder jetzt sagt, nee, was er nicht kaufen würde, aber da bin ich einer dabei. Ja. Stimmt. Gut. Mo, was sind deine Gedanken zur heutigen Sendung? Ich habe jetzt genau das bekommen, was ich erwartet habe heute. Das muss ich echt sagen. Ja, ich habe mir vorgestellt, dass sie wieder viel über ihre generelle Vision erzählen und die dazugehörige Variante von Headset uns zeigen. Und das ist passiert. Was mich tatsächlich interessiert hatte, was sie dann zu diesem Headset, also zu der Quest Pro noch erzählen werden. Ja, was ist jetzt die Business-Anwendung, etc. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht alles 100%ig mitgeschnitten, wenn man auch mal hier im Chat was macht oder so. Aber mich hat sehr beeindruckt, dass sie da eine Kooperation mit Microsoft machen. Das ist schon ein guter Weg. Also
von dem, man müsste das nochmal in Ruhe sich alles angucken, was sie jetzt wirklich erzählt haben. Aber ich finde so, der generelle Eindruck, wenn sie jetzt da businessmäßig sich ein bisschen aufstellen wollten, der ist gut, finde ich. Also das macht Sinn. Das Headset wirkt auch irgendwie ganz okayisch. Oh Leute, ich hätte mir... Ich hätte mir tatsächlich, muss ich sagen, für so ein Use Case für Büro und so, könnte es sogar noch leichter sein, aber das haben wir alles schon mal 1000 durchgekaut. Wirkt erstmal auf mich alles ganz gut. Ja, für das, was die Show tun sollte, hat sie abgeliefert. Wir sind nur die falschen Leute, die jetzt da sitzen und was von GTA hören wollten und so. Ja, das war einfach nicht der Platz dafür. Es gibt ja aber immer noch eine separate Game-Show mittlerweile von Meta, also wenn sie da dann nichts sagen, dann wird es wirklich düster. Okay. Ja, eine Sache wollte ich euch nochmal zeigen. Ich habe gefragt, ob ich sie kaufen würde. Ach so, ja, wirst du sie kaufen? Sorry. Nein. Okay. Nee, also ich bin tatsächlich ein Typ, ich interessiere mich tatsächlich für diese ganzen Business-Geschichten auch, ja, speziell Konstruktion und so. Aber in dem Moment, wo das Ding 2000 kostet und so, da warte ich dann auf die Apple-Geschichte. Da werde ich wahrscheinlich einen größeren Use-Case für haben. Okay. Also die Apple VR XR-Brille. So, jetzt. Schön. Jetzt, ja. Ja, ich wollte euch eine Sache zeigen aus dem Video von Tatjana. Und zwar geht es da um die Bequemlichkeit, wie bequem es ist. Und also, das sieht jetzt nicht so ganz so bequem aus, nachdem sie es abgesetzt hat. Tatjana. Tatjana. Oh, ist doch gut. Das ist mal, jedenfalls schön gleichförmig. Der rote Abdruck. So. Ich glaube, sie ist auch gerade so ein bisschen ui. desorientiert. Sie ist so, wow. Ich sag's euch, Halo-Straps sind einfach Müll. Das ist krass. Das ist doch kein Halo-Strap. Das ist doch ein Face-Press-Strap. Ein Face. Du, Bruder. Was? Was geht denn jetzt ab? Sie ist ja wirklich auch gewöhnt an Headsets und kennt ja andere und denkt sich so, wieso muss das jetzt sein? Ja, also das hätte sie aber auch nicht gedacht jetzt, dass das so aussieht. Oh Mann, ist das lustig. Ja, interessant. Also sowas zum Beispiel sollte echt nicht mehr passieren, finde ich jetzt nach. Nee. Wie lange sitzen die jetzt da dran? Irgendwie insgesamt 10 Jahre oder so? Da könnte sich wirklich mal einer wegen der eigentlichen Strap-Geschichte ein bisschen Gedanken machen, finde ich. Naja, kann aber jetzt auch ein blöder Zufall sein, wer weiß es. Der Chat schreibt gerade, dass die das nicht gesehen haben. Konnten das nicht sehen? Schade. Hä, wieso das denn nicht? Keine Ahnung. Seht ihr es jetzt auch nicht? Nee, bei mir im YouTube, da also sehe ich kann es sehen. Nur wir. Ach. Vielleicht hat es eine Verzögerung? Guck mal jetzt nochmal vielleicht. Nee, die konnten uns hören und die konnten nur das, also das war jetzt ganz eigenartig. Jetzt sieht man es im YouTube. Jetzt sieht man es auf YouTube? Okay, dann zeige ich es euch nochmal. Ja, das verstörte Gesicht. Jetzt, ja? Jetzt. Hat sie mal einen roten Abdruck? Und sie so, was habe ich da nur unterschrieben? Warum habe ich das mitgemacht hier? Warum hat mir das keiner gesagt? Und sie denkt sich jetzt, so, Sebastian wird sich totlachen jetzt. Ja, von wegen Ambassador. Ab ist das Ohr. Ja. Das ist so geil, wie sie sich selbst fragend anschaut. So, schade, Meta. Ja, aber was sagt sie denn dazu? Sagt sie zwar nicht bequem oder nur, was ist das für ein Abgleich? Ey, komm schon, ihre Blicke sagen doch alles, oder? Ja, perfektes Headstrap für YouTuber, echt. Ihr Blick sagt wahrscheinlich, ich darf nichts sagen, aber würde gerne, irgendwie so. Ja, deswegen die Ausdrucksweise, ja. Dann frage ich mal den Stagroff. Stagroff, was ist dein Fazit zur Meta Connect 2022? Ja, als Gamer natürlich enttäuschend. Das ist ganz klar. Da war nichts bei, was mich jetzt irgendwie freudig jubeln lässt. Aber aus marketingtechnischer Sicht ist das natürlich schon klar. Also für uns jetzt ist ja so eine Quest Pro schon ewig angekündigt und wir kennen schon alle Specs und waren jetzt nur noch gespannt, Displayport oder nicht. Für jemanden, der aber nicht so in dieser Blase ist, für den war jetzt erstmal, es gibt was Neues und es gibt sofort zu kaufen.
Und da wäre es jetzt auch, und das hatte ich auch nie erwartet, irgendwie so ein Teaser auf die Quest 3, ja komisch gewesen, ne? Wenn die sagen, Mensch, die haben doch gerade was Neues angekündigt und dann sagen die, dass nächstes Jahr wieder was Neues kommt. Das ist irgendwie, finde ich, marketingtechnisch, wäre es ungeschickt gewesen. Ja, deswegen, aber warum? Die Quest 3 ist ja für uns Konsumenten. Ja gut, aber das aber nicht die Veranstaltung. Jetzt nicht jeder. Achso. Ja, passt schon. Finde ich auch, stimme ich zu. Das irritiert nur, wenn du sagst so, hey, guck mal, das neue Ding. Und nächstes Jahr haben wir wieder eins und alle so, was denn jetzt? Ja, passt. Stimmt. Das ist irgendwie komisch, ne? Und das könnte man zum Beispiel dann bei so einer Gaming-Dings vielleicht dann noch als Teaser am Ende bringen. Ne, wenn man jetzt sagt, hier die und die Spiele kommen demnächst, GTA San Andreas, Ghostbusters VR, alles für Quest. Und dann kann man auch sagen, und wartet noch irgendwie für die Gamer ganz speziell Quest 3. So, ne? Übrigens, das Behemoth, was sie angekündigt haben, das ist doch garantiert wieder ein Multiplattform-Titel. Der ist doch von Skydance Interactive. Das wird es auf allen Geräten geben. Und ratet mal, auf welchen am meisten. Ja. Behemoth kenne ich übrigens noch aus dem alten Heroes of Might and Magic. Das ist so ein riesiger Yeti, so ein Monster. Irgendwie sowas. Das ist ein Behemoth. Ach so. Ja, das leitest du einfach von diesem Teaser ab. Nein, Behemoth das war mal bei Heroes of Might and Magic irgend so ein Monster. Ja, das gibt es auch als Final Fantasy bei Final Fantasy gibt's Magic-Charakter. Ja. Genau. Und wie gesagt, dann mit dieser Umgebung da, mit den Bergen und dem Schnee. Ey, aber Leute, Yeti-Dings. Ja. So lame wie der Teaser ist, so nur mit Logo und Feierabend. Ich fahre sofort einen Skyrim-Film und bin super gespannt. Ich hatte im ersten Moment wirklich gedacht, die veröffentlichen jetzt irgendwie Skyrim für die Quest 2 oder so. Das wäre auch gut. Das wäre abgefahren. Aber erwarte, dass wir ein Jahr lang nichts von diesem Spiel hören. Das soll nächstes Jahr kommen. Ja. Nee, haben wir es doch schon wieder denn, vergessen. wie gesagt, hört meine Worte, das ist nichts Exklusives. Das wird ein Multiplattform-Titel. Behemoth werden uns Sony demnächst für ihr Line-Up für die PSVR 2 erzählen. Ich schwör's euch, Digga. Und das wird es auch auf Steam geben wahrscheinlich. Ja, das nicht. Aber nein. das Line-Up dann wieder auf der PlayStation zu sehen, da ist ja dann mal wieder ein Multiplattform-Titel, der dann gezeigt wird. Ja. Also gar nicht das, was wir uns erwartet hatten, so für den Start. Und unsere Erwartungen sind aber auch immer zu hoch. Nur nicht bei HTC, da sind sie überhaupt nicht hochgeschraubt, da sind sie recht tief. Ja. Niki, wie war es denn für dich? Nicht mehr, aus Erfahrung. Ja, also ich empfand das so halt für eine andere Zielgruppe, war es sehr ansprechend. Die haben, sage ich mal, alles richtig gemacht. Man hat interessante Sachen gesehen. Was mich jetzt auch interessiert hat, war eben die ganze Sache mit dem Gesichtstracking und den Avataren, was jetzt schon möglich ist und was es vielleicht in Zukunft auch in anderen Bereichen geben wird. Weil das ist ja jetzt erstmal der Anfang. Das ist jetzt gerade vielleicht so im Kommen alles. Natürlich war für Gamer jetzt nicht so wirklich was dabei. Die Spiele, ich habe mehr erwartet irgendwie. Okay. Und ich habe auch von dem Headset mehr erwartet, dass es vielleicht doch auch ein Gaming-Headset sein wird. Klar wird man damit spielen können, aber es ist jetzt nicht das, was ich erhofft habe, auch wegen dem Displayport. Und es ist auch einfach zu teuer. Mhm. Also, 1800 ist auf jeden Fall schon eine Nummer. Es ist teuer, ob es das jetzt wert ist oder nicht, aber für mich ist es einfach zu teuer. Ich werde es mir auch definitiv nicht kaufen. Okay. Vielleicht ist das aber der Grund, warum HTC gerade wieder um die Ecke kommt. Die holen einfach die Focus 3 jetzt nochmal raus. Weil und sagen, die ist günstiger. Ja. Wie ich gesagt habe, aber es wird keine Sau interessieren. Das ist völlig kacke. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es die Focus 3 wird. Doch. Ich hab den Tweet auch Sebastian, gesehen, Marco. Ja, aber das glaube ich bitte nicht. Nimm die blödeste Variante und die ist es. Aber die habe ich schon, die ja, wollte ich das nicht mehr Gute kaufen. ist, aber Sebastian, genau, das Gute ist, du kannst am Tag 1 nochmal ein Hands-on machen mit der Focus 3. Ja. Haben die jetzt schon gesagt, wann die das Geheimnis da lüften, HTC? Ich habe jetzt gar nicht mehr geguckt. Ach, das muss der Praktikant entscheiden. Das wissen sie jetzt selbst noch nicht. Das wissen die noch nicht, okay. Nee, genau. Naja, Marco, wie ist denn dein Fazit zur MetaConnect 22?
Ja, also erstmal würde ich euch gerne widersprechen. Und zwar finde ich nicht, dass wir erwarten können von der MetaConnect, dass das keine Gaming-Veranstaltung ist. Und das hat vor allem die Vergangenheit gezeigt und auch diese Veranstaltung eigentlich heute. Denn wir haben was zu Gaming gesehen und wir hätten durchaus was zu Quest 3 erfahren können heute aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht wäre es sogar wichtig gewesen, um den Pico 4-Interessenten, die paar, die es eben gibt, denen zu sagen, kauft nicht die Pico 4, wartet auf unser Gerät. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, okay, jetzt dann kündigt man heute ein Gerät an für die Zukunft, wo man die Quest Pro gleichzeitig angekündigt hat. Aber da hat man ja ganz klar abgegrenzt, dass das kein Gaming-Headset ist, die Quest Pro. Also kann man das durchaus machen aus meiner Sicht. Ja, es ist so, dass die Quest Pro ein cooles Device ist. Also ich finde es super, dass es die gibt. Der Preis ist natürlich hoch. Wir wurden aber darauf hingewiesen schon. Also das war auch cool, dass Meta eigentlich schon vorhin an die Erwartungen ein bisschen richtig gestellt hat, sodass wir eben zwar den Preis nicht wussten, aber wussten, dass es weit über 1.000 Euro sein werden. Und so war es auch, oder so ist es auch. Ja, der Displayport wird nicht da sein. Das war am Ende eine Hoffnung, die leider zerstört wurde. Das ist schade, weil so ist mir das mit dem Preis als Konsument, ist mir das Gerät das eben nicht wert, ne? Das bisschen AR ist alles schön, ich finde das cool, dass sie da investieren, ich finde es cool, dass sie mit Microsoft echt eine Partnerschaft hier eingehen konnten. Das ist ein super Schritt. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt kommen wird, ja, auch im Businessbereich. Der Businessbereich ist aber ganz schwierig, also ich erwarte nicht, dass wir jetzt definitiv im Metaversum bald in jeder Firma sind, also überhaupt nicht, gar nicht. Absolut nicht. Aber ich sage einfach mal, ich fände es cool, ich würde es mir wünschen. Und Fragen kostet ja nichts, frag meinen Chef trotzdem und mal gucken, was er dann dazu sagt, ja. Ja, so sieht's aus. Also schade, dass das Gerät erstmal, wie wir ja heute Morgen gelesen haben, auf Golem, glaube ich, war das, ne? Nicht in Deutschland kommen wird, dass der entfernte Facebook-Zwang immer noch kein Grund ist für Meta, hier wieder aktiv zu werden. Total in unverständlich, finde ich. Total unverständlich und schade. Gerade wir als Industrienation. Absolut, genau. Und sie waren ja auch schon hier. Also ist ja nicht so, dass sie Deutschland nicht kennen oder so, ne? Sie waren ja auch schon hier mit der Quest und der Rift S und so weiter und so fort. Das ist wirklich echt befremdlich so ein bisschen. Gleichzeitig schafft das natürlich für Pico hier eine ganz gute, attraktive Stellung, ne? Und ich bin mir sicher, Pico wusste auch schon das eine oder andere, bevor wir es heute erfahren haben. Und ja, so sind sie auch tatsächlich gar nicht so sauer darüber, dass sie kein Displayport in der Pico 4 verbaut haben, die ein super Bild haben würde, noch besser als die Pico Neo 3 Link jetzt abliefern kann. Das muss natürlich auch noch gesagt werden von mir, aber nun gut, so ist es. Das lässt unser Budget ein bisschen besser für die RTX 4090, wo wir heute die offiziellen Benchmarks sehen haben, aussehen. Die wird ja auch 2.000 Euro kosten, ab morgen vorbestellbar oder bestellbar. Und das ist auf jeden Fall auch eine ganz gute Grundvoraussetzung für eine Pico 4, um flüssig damit PC VR spielen zu können. Oh Gott, ey, das sind ja tolle Aussichten. Ey. Richtig, ja. Komm, das ist aber drüber. Mann, Da geht doch sicher auch eine 4080, oder? Ja, natürlich. 4080 geht auf jeden Fall auch. Ja, die gibt's aber noch nicht und dann hast du zum Release der Pico 4 leider nicht die passende Grafikkarte. Naja, ich bin mit meiner 3080 schon sehr gut, sehr zufrieden, muss ich sagen. Ja gut, dann auch mal zu meinem Fazit. Also ich sehe hier eine Wachablösung, nicht die, an die ihr gerade denkt, sondern im Businessbereich, denn da war Microsoft mit der HoloLens doch ein Vorreiter, der wirklich viel gemacht hat mit Mixed Reality. Und jetzt, wo es so langsam ernst wird und Firmen vielleicht darüber nachdenken, sich was anzuschaffen, ist die HoloLens aber tot, kann man sagen. Und ja, der neue Vorreiter ist definitiv jetzt Meta mit der Quest Pro. Tolles Headset für einen günstigen Preis. Günstig für den Businessbereich natürlich. Denn da hat man vorher für so eine HoloLens 2 so 3.000 Euro bezahlt. Jetzt für 1.500 Euro ein Gerät, was das alles viel besser macht. Geschenkt, ja. Für Business tatsächlich ein guter Preis. Und da werden sie ganz bestimmt sehr erfolgreich sein. Ich bin auch auf das Headset gespannt. Ich werde es mir anschauen, ich werde es mir auch kaufen. Allein schon wegen der MRTV-Experience. Ich denke mal, viele wollen sich es einfach mal anschauen, wie gut das ist, wie sich auch Spiele damit spielen lassen, einfach so, um das mal auszutesten. Und insofern ist es immer noch ein Gerät, was interessant ist. Ja, schade, dass es so teuer ist für uns als Konsumenten. Das werden sich wirklich die wenigsten kaufen, denke ich. Das ist definitiv schade. Und insofern für uns Konsumenten, im Konsumentenbereich, ist das jetzt wirklich, bis die Quest 3 rauskommt,
die große Chance für Pico, aber sowas den Markt zu erobern, für den Konsumentenmarkt. Und ich denke, diese Chance werden sie auch wahrnehmen. Besonders natürlich in Deutschland, wo es die Quest 2 nicht gibt, aber auch in anderen Ländern. Denn jetzt steht wirklich Quest 2 gegen Pico 4 und da sind die Chancen für die Pico 4 wirklich sehr groß. Und ich habe von vielen gehört, dass sie noch heute abwarten wollten. Ja. Wollten noch die Pico Connect, nein, die Meta Connect abwarten, um zu schauen, wird die Quest Pro ein günstiges Gerät oder nicht. Teasen sich schon die Quest 3. Alles wurde enttäuscht heute. Das war heute die beste Werbung für Pico und heute werden die Vorbestellungen auf jeden Fall bei Pico durch die Decke gehen. Das würde mich echt mal interessieren. Heute geht's ab. Wie viele Leute da jetzt bestellen? Ja, viele. Ich bin sehr gespannt tatsächlich darüber, oder nein, ich finde es sehr interessant, wirklich, dass ich auch meine Vorbestellung jetzt aufrechterhalte, weil ich war nämlich auch einer der Leute. Ja? Wenn hier jetzt nämlich die Quest Pro mit Displayport angekündigt worden wäre, dann wäre es für mich einfach ein Gerät gewesen, was die Quest ersetzt, die Pico Neo 3 Link und die Pico 4. Ja. Deswegen hätte ich sie dann nicht mehr brauchen müssen, ne? Kann man das so sagen? Ja klar, das ist alles. Aber könntet ihr euch nicht vorstellen, dass das, wie heißen die noch gleich? Meta, auch in dem Bereich, dass das einfach vorantreiben, dass da die Wireless Connection irgendwann wirklich wie Kabel ist und fertig? Ja, also ich meine, man muss ja wirklich sagen, sie haben da ja schon ordentlich was vorangetrieben. Erstmal das Ganze über Link-Kabel bei der Quest, ne? Dann das Ganze jetzt mit Airlink, wo sie sich natürlich auch viel abgeguckt haben bei Gigodin. Ja gut, so macht man das manchmal. Und das ist auf einem wirklich sehr guten Niveau, absolut. Mittlerweile muss ich sogar fast sagen, also mit dem Bild, was die Pico 4 Wireless zaubert, da ist er sogar das. Sieht gut aus. Aber da ist er sogar die Kompression und die Leistung, die nötig ist, auf dem Rechner sogar in der Flaschenhals fast, ja. Also ich bin sehr gespannt, ob sich das vielleicht einfach mit der neuen Grafikkartengeneration so ein bisschen erledigt, verabschiedet, ja, ob da vielleicht jetzt genug Headroom bleiben wird. Die Benchmarks sprechen dafür. Und dann sagt vielleicht auch ich mal in einem Video, jetzt benutze ich mal das Headset ohne Displayport, ich weiß nicht. Tja, wir werden es sehen. Ich habe eine Umfrage gestartet und zwar holt ihr euch jetzt eine Pico 4. Also bitte mal abstimmen. Bis jetzt haben wir 60 Votes und bis jetzt 68% Ja, 32% Nein. Das ist schon mehr als im Alternative Realitäten Podcast, wo ich dieselbe Frage gestellt hatte. Also anscheinend gibt es jetzt hier schon die ersten Reaktionen. Ich habe die auch mal gestellt als Ergänzung. Dann mache ich das auch mal. Nein, nur 2. Und wenn man die schon vorbestellt hatte, kann man ruhigen Gewissens mit Ja antworten, ja? Genau. Achso. Ja, hier. Alucard Wolf. Neo Pico 4 gerade bestellt. Okay. Aber krass, hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass Leute echt so immer an der Schwelle sind. So, ich will bestellen, ich guck noch schnell da. Nein, buh. Ja, aber ich hätte auch auf jeden Fall heute abgewartet. Ja, klar. Am Ende des Tages, das läuft doch nicht weg, so, weißt du? Ja. Kannst du auch noch morgen früh bestellen. So, come on. Nee. Ja, ich habe ja auch bei mir mal die Frage gestellt, also als Umfrage, als die am 22. war das da, glaube ich, als die Infos dazu der Pico 4 kamen, ob die Leute sich das kaufen. Und da waren auch noch so viele dabei gewesen, die noch Tests abgewartet haben. Also da über die Hälfte wollten erstmal Tests abwarten. Und ich denke mal, jetzt ein Großteil hat jetzt auch noch das hier abgewartet. Dass die Leute dann doch ein bisschen zögerlich sind. Ist aber auch verständlich. Ja, klar. Ja, macht total Sinn. Warum soll man sich jetzt die Pico 4 schon vorher vorbestellen, wenn dann heute die Quest Pro rausgekommen wäre für 799 € und die ist einfach überall besser? Ja. Ne? Ey, aber ganz im Ernst, ich glaube, für den klassischen Quest-Konsumenten wäre doch die Pro mit 799 auch keine Alternative gewesen. Du hast recht, eher so dieser Quest 3-Hint wäre eine Sache gewesen. Ja. Ich glaub, stimmt, die Quest 3 Hint, im halben Jahr Quest 3. Bei 800 auch raus. Also, ja, aber ich sag mal, die jetzt ja hier abstimmen, sind ja nicht die Normalos. Das sind ja meistens die hier schon ein bisschen intensiver das Ganze verfolgen. Aber die Normalos werden sich auf gar keinen Fall eine 1800 €. Nein. Also ich sag mal, wenn wir es schon nicht machen, dann machen die Normalos das ja schon erst recht nicht. Exakt.
Also deswegen meinte ich auch tatsächlich jetzt in diesem Moment so die klassische Quest-Zielgruppe, die es momentan gibt, die ja existieren, die ja auch nicht Freaks sind, sondern auch eher Normalos momentan. Ne? Also die Menschen, die ein bisschen Beat Saber spielen wollen und sonst gar nicht so tief da drin sind. Die sind ja im Prinzip jetzt die Zielgruppe für diese eher Easy-to-Go-Headsets. Und für die gibt es, glaube ich, bei 800 € ein ganz klares No-Go. Also egal, ob das jetzt wirklich technisch massiv besser ist oder so. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass die jetzt, sag ich mal, ein Bedürfnis haben auf irgendwas technisch so viel Besseres. Ne. Für Sachen wie Beat Saber oder so. Reicht ja auch. Total Latte. Vor allen Dingen, ich fand tatsächlich auch das Beat Saber in AR-Beispiel vollkommen lame. Das kann man langweilig. Noch nicht, das kann man auch niemandem kommunizieren, der Beat Saber jetzt schon spielt. Da wird dir jeder sagen, was soll das denn? Ja. Ich bin doch hier glücklich im Beat Saber. Ist doch alles schön. Guck mal, leuchtet und so. Was will ich meine eigene dreckige Bude sehen? Nee, kann ich mir echt nicht vorstellen, dass da gerade jemand einen Mehrwert von hat. Also so Geschichten wie, projizier dir doch irgendwie dein Flat-TV, den du nicht kaufen kannst, an die Wand. Das hätte ich jetzt verstanden. Ne? Aber macht dasselbe Beat Saber jetzt einfach nur in hässlich im Raum? Sehe ich nicht so. Jo. Sehe ich auch nicht so. Among Us kann jetzt im Store vorbestellt werden für 9,99 Boah, für die Quest. das ist 10 spannend. Euro nur? Das finde ich 10 gut. Euro. Das ist in Ordnung? Ja. Aber es ist ja auch wieder ein Multiplattform-Titel. Ne? Doch, bestell mal vor, die sind nachher alle. Die sind dann weg, ja klar. Stell dir vor. Nein, oh gut. Da Die muss ich sind weg. hin. Ja, ich habe noch einen Oculus 30 Gutschein, der bald abläuft und ich habe schon so ewig nichts 3 Euro mehr da gespart. geholt. Besser als... Ne? Also das lohnt sich ja eher dann für einen teuren Titel. Ja, aber nicht ich für sowas. kaufe im Quest Store nix. Was? Nicht mal Among Us? Ja, sag ich doch, Among Us, ja. Das schon. Aber auch nur, wenn du es für 7,99 kriegst. Nein, ich würde es auch so holen, aber wenn man es hat, wieso nicht? Auf der Pico wäre das cool. Es ging ja um die Vorbestellung. Ne? Ich gucke gerade im Pico Store, Marco. Du Ja. liest meine Gedanken. Ich gucke gerade im Pico Store. Naja, es ist ein klassischer Multiplattform-Titel. Den gibt es auf jedem Gerät und seiner Mutter. Wäre sehr ungewöhnlich, wenn der jetzt keinen Pico-Port bekommt. Also Aber meine Umfrage sagt, dass 21% jetzt nach der Vorstellung die Pico 4 kaufen. Ja. Bei mir sind es 48, aber es haben lediglich 46 Leute bisher abgestimmt. Okay. Leute, macht noch gerne mehr, dann wird es immer präziser. Ja, das hilft tatsächlich. Also hier nur bei MRTV haben wir jetzt 151 Votes und 64 sagen ja, sie holen sich jetzt eine Pico 4 und 36% sagen nein. Marco, du musst aber auch noch erwähnen, dass du ja eine dritte Option hattest. Ich hatte sie schon vorher vorbestellt. Und das sind ja schon 52%, die dazukommen. Ne? Alles klar, ja, das habe ich nicht. Ich habe nur Ja und Nein. Ja, aber die haben ja dann gar nicht mitgemacht bei den anderen. Weiß. Doch, habe ich doch gerade gefragt. Da wurde doch gesagt, Mensch, wer schon vorbestellt hat, der klickt doch auf Ja. Ach so, ja. Dann sind die Zahlen falsch. Okay. Ich habe übrigens gerade den Trailer nochmal so nebenbei angeguckt von diesem Behemoth und da kommt am Ende natürlich auch, kommt auf der Rift S-Plattform raus. Das ist ja auch schon mal was Positives. Das unterstützt natürlich die Multiplattform-Theorie von Mo, aber dass wir wieder einen tollen Titel für PC vielleicht kriegen. Ja, seht ihr? Oculus lebt. Ach ne, ist ja nicht Oculus. Ja, egal. Meta. Rift S. Nee, so meine ich das gar nicht. Ich meine, es ist ja gar nicht von denen. Es ist ja, wie gesagt, Multiplattform-Titel. Ja. Achso, ja, Skydance. Genau. Interactive. Und Skydance Interactive machen ihre beiden Titel, die sie bisher gemacht haben, auch für Pico. Ja? Also The Walking Dead Sins and Sinners kommt ja jetzt, also der erste Teil kommt jetzt noch für Pico und der zweite wurde ja auch schon angekündigt. Also auch Behemoth wird mit großer Wahrscheinlichkeit dann für die Pico existieren. Was immer das sein mag. Ja. Dann offensichtlich kein Skyrim, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, plötzlich. Ja. Also von der Komplexität her. Ja, warum seid ihr so still? Leute, lasst uns feiern. Aging Mirror schreibt im Chat. Aging Mirror schreibt, die Chinesen bringen nur Innovationen, gebt ihnen kein Geld. Ich bitte euch. Also im Moment muss man sagen, die Innovationen, die Meta eben vor allem mit der Software über die Jahre jetzt gebracht hat und Monate,
hat Pico jetzt eben mit der Hardware gebracht. Und wie wir sehen, macht Meta da auch jetzt gerade nichts für die Gamer. Also jetzt gerade bringt Pico auf jeden Fall was an Innovationen in Sachen Hardware, das kann man sagen. Für uns Gamer. Für uns Gamer, ja genau, richtig. Außerdem wäre es ja mal, wir warten ja schon seit Jahren drauf, dass einer mal einfach simpel auf die Idee kommt und das Beste von allen Headsets rausbringt und mal ein vernünftiges macht, ohne irgendwie diese ganzen, sag mal, schlechten Dinge, die ja jedes Headset zu bieten hat. Da brauche ich vielleicht auch gar nicht eine Innovation. Darauf die Pimax. Die Pimax Crystal, die hat alles. Genau. Nein, aber ich sag mal, ich brauche vielleicht erstmal gar keine Innovation, sondern erstmal sollen sie das, was es schon existiert, mal einmal in einem Headset alles vernünftig machen. Ja, die Pico 4, die hätte ja das Potenzial dazu gehabt. Ist ja eigentlich kurz vor Perfektion, sage ich mal. Und dann lassen sie einen Displayport weg. Ja. Also das ist wirklich Irgendwas ist immer. Irgendwas ist immer. Weil die Pico 3 vor 2 Jahren, da hätten wir bestimmt alle gesagt, die ist jetzt perfekt. Ne? Also die Pico, die ist immer noch so gut. Die ist gut. Ist sie. Aber ich meine jetzt, weil wir halt direkt im Vergleich haben, dass eigentlich schon viel bessere Hardware existiert. Ja, richtig. Stimmt. Wenn die genau rausgekommen wäre mit der Quest 2 damals, wow. Ja, aber sie ist ja nicht schlecht, ne? Nein. Die Pico. Wie gesagt, doch, die ist jetzt schlecht. Jetzt ist sie plötzlich. Nein, ist sie nicht. Nein, die ist überhaupt nicht schlecht. Nur jetzt ist das Problem, wir haben ja extrem hohe Auflösung und das muss ja erstmal ein Rechner wireless mit Kompression stemmen. Ne? Das ist ja das Problem. Ja. Nicht, wenn man einfach auf eine PlayStation VR 2 wartet, dann ist alles gut. Boom. Kein Stress mehr, keine Grafikkarten mehr. Oh, kleiner Tipp für die RTX 3090 bekommt ihr 2 komplette PlayStation 5 plus PlayStation VR Sets und habt noch Geld zum Essen gehen. Das wollte ich gar nicht sagen, ja. Und die massiv bessere Experience. Und es geht los. Ja. Ich glaube, dass wir jetzt am Ende unserer Sendung sind. Eine Party wird es ja hier nicht mehr, ne? Irgendwie. Nee. Alle sind so ein bisschen verdattert. Ja. Das muss man erstmal sacken lassen. Weil das müssen wir erstmal sacken lassen. Noch was anderes gehofft, aber okay. Es war ja auch nicht schlecht, was sie gezeigt haben. Waren ja echt interessante Sachen. Ja. So, jetzt mal alle Kanäle liken hier. Alle Kanäle liken, weil wir sind ja nicht alle nur einzeln online, wir sind ja alle online. Und auf jeden Fall. Ja, super, Dexter Murphy hatte ja schon gerade gesagt, der möchte gerne 2 Daumen geben. Da habe ich ja gleich gesagt, er kann auch 4 geben. Ne? Ja, auf jeden Fall. Alle. Das stimmt. Ich gehe jetzt mal Valve soll die Pico 4 lizenzieren und einen Displayport anbauen. Kanäle liken, Abos verteilen. Ja, genau. Valve könnte nochmal die Pico 4 in schwarz rausbringen mit Displayport. Boom. Winner. Das wäre eine tolle Sache. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr auf jeden Fall alle dabei gewesen seid, auf allen Kanälen hier bei dieser Gemeinschaftsproduktion. Das war übrigens jetzt ein witziges Experiment. Entschuldigung, dass ich ins Wort falle, aber du klingst nach einer Verabschiedung. Ich wollte das noch sagen. Gut, das hier nochmal. Ja, auf jeden Fall. Das war eine tolle Aktion, dass wir das auf unseren Kanälen gestreamt haben. Wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat. Lasst auf allen Kanälen ein Like da. Kommentiert auf jeden Fall, was ihr haltet von der Quest Pro. Und ja, wir freuen uns drauf, euch alle im nächsten Stream und im nächsten Video wiederzusehen. Bis denn. Macht's gut. Tschüss. Danke euch. Ciao. Bei der nächsten Q6 sind wir dann zu 12 versprochen. Das ist ja so geil. Tschüss. Bye bye.